Moin, Ladies, Gentlemen und alle, die es noch werden möchten, ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Video begrüßen und das Ganze aber heute recht spontan, denn wir werden abermals oder noch einmal das Thema Army Armament uns anschauen. Warum recht spontan? Ich habe euch bereits letzte Woche die wunderschönen neuen Glock-ähnlichen Modelle gezeigt, bedeutet hier einmal dieser Gladiator, dann gab es ja noch diese Ripper, mega sexy das Ganze und ich habe euch bereits die TTI Combat Master als Update-Version vorgestellt. So, jetzt habe ich aber nach dem Review zu TTI habe ich nochmal Bilder bekommen von Begadi zu den neuen High Kappas und zu den neuen 1911ern. So, und da muss ich euch leider sagen, die sind genauso mega sexy wie letztendlich diese Glocks auch. Und da dachte ich mir, komm, wir machen nochmal so ein Kurzreview, denn Leute, schaut euch mal das brachiale Teil hier an. Das Ganze nennt sich High Kappa, einmal Witcher und ist letztendlich technisch natürlich exakt identisch zu TTI. Nur der Lieferumfang weicht ein kleines bisschen ab und natürlich auch das Design und das Stippling weicht ebenfalls ein kleines bisschen ab. Und nicht täuschen lassen jetzt dieses Rot, die Farbe, das ist nicht mehr ganz original, das zeige ich euch dann gleich später nach dem Intro. Auf jeden Fall hier einmal der Witcher und es gibt auch bei den High Kappas und auch bei den 1911ern wieder genau das Gegenstück dazu. Genauso wie bei den Glocks, bedeutet, wenn ihr hier mal herschaut, zum Beispiel der Witcher, der Verschluss oben oder der Schlitten, wieder aufgefräst, also mit Cuts einmal drin. Man sieht quasi den Outer innen drin. Sieht einfach mega geil aus. Und wenn ihr einfach ein geschlossenes System haben wollt, ja gut, dann gibt es das Ganze ebenfalls nochmal als geschlossene Version. Und das Teil nennt sich dann einmal Archer. Und das sind eben zwei High Kappas und sind technisch exakt identisch zur TTI Combat Master. Also auch hier komplett überarbeitet, Stahl-Internals und Pipapo. So, und wer gerne 1911er hätte, ja gut, dann nehmen wir halt ein relativ klassisch oder modern klassisches 1911er Modell. Das hier nennt sich jetzt einmal Earl, oder ja Earl, der heißt glaube ich Graf oder sowas. Also hier einmal 1911er, aber auch, ihr seht auch der 1911er unheimlich modernisiert, erweiterter Verschlussfang einmal dran, neuer Schlitten einmal drauf oder Verschluss, auch hier wieder gefräst das Ganze. Und wer es noch ein kleines bisschen moderner haben möchte für einen 1911er, naja gut, der nimmt halt dann einfach so eine Excalibur. Auch hier ein mega schönes Modell, wie ich finde. Und dementsprechend konnte ich es mir leider nicht nehmen lassen, mir diese 4 Modelle einfach nochmal schicken zu lassen, um euch diese im Video einmal zu zeigen. Dann wie gesagt, die Teile sind schon wirklich von der Optik her, schauen wir sehr brachial. Also Leute, schauen wir uns diese High Kappas und 1911er auch noch kurz im Review an. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Beginnen wir dieses Video zunächst einmal wieder mit dem Lieferumfang, verfügbare Farben, Farbkombinationen und die technischen Daten. So, ich habe jetzt mal 2 Modelle für euch hier hingestellt. Hier drüben seht ihr einmal den Witcher, klassisches High Kappa Modell und hier einmal dieser Excalibur 1911er. Wie gerade schon eben gezeigt vorm Intro, gibt es dann eben noch diesen Archer. Ist aber letztendlich technisch exakt identisch. Design schauen wir uns später an und eben 1911er, Excalibur und einmal diesen Earl. Also hier ein kleines bisschen, gut, klassisch ist es auch nicht wirklich, aber einfach auch hier 2 unterschiedliche Designs, entweder mit Cut oder einmal ohne Cut. Und ebenfalls wird es eben diese Modelle auch wieder mit unterschiedlichen Farben und auch wieder diese zusätzlichen Color Kits einmal geben. Sprechen wir es aber zunächst mal durch. Warum jetzt extra nochmal ein Video zu diesen Modellen? Denn gerade im Vergleich zur TTI, zu Combat Master, finde ich diesen Witcher nochmal ein kleines bisschen interessanter. Denn der Preis ist hier exakt identisch, also auch 199 €. Aber im Vergleich zur TTI hat man zwar jetzt hier bei diesem Witcher oder bei dem Archer zwar keine TTI-Lizenz, allerdings ist hier bereits dieser erweiterte Verschlussfanghebel oder Schlittenfanghebel, der ist hier standardmäßig schon mit dran verbaut. Und ebenfalls habt ihr bei den beiden Modellen eben oder bei allen Modellen wieder eine RMR-Montageplatte oder Leuchtpunkt-Montageplatte direkt im Lieferumfang enthalten. Das war bei der TTI leider nicht der Fall. Diese musste man also optional nochmal dazu kaufen. So, und wie gesagt, der Lieferumfang ist dann letztendlich exakt identisch wie bei den Glocks oder bei den R17 Gladiator und Ripper. Bedeutet, ihr bekommt einfach wieder so ein richtig schönes, wunderschönes Gesamtpaket.
So, da bekommt ihr erstmal wieder den Koffer. Wenn ihr den Koffer dann aufmacht, liegt selbstverständlich einmal die Pistole und ein GBB-Magazin bei. Ebenfalls bei allen 4 Versionen, die ich mir jetzt noch nachschicken habe lassen, ebenfalls wieder Gewindeadapter, 12 mm auf 14 mm links, damit ihr hier vorne ganz problemlos Tracer, Schalldämpfer einfach einmal dran schustern könnt. Also Gewindeadapter ist dabei. Dann auch wieder bei allen 4 Modellen ebenfalls wieder so ein etwas härterer O-Ring für den Pistenhead innen drin. Da habe ich euch aber auf Patreon bereits ein Video gemacht gehabt zu diesen Glock-Modellen. Ein kleiner Test mit CO2 und mit Blackgas. Und da hat der Original-O-Ring auch problemlos standgehalten. Also inwiefern oder inwieweit man diesen härteren jetzt braucht, kann ich euch aktuell noch nicht sagen. Ich denke aber mal, wie gesagt, so 25 Grad irgendwie Redgas, Blackgas, dann würde ich zur Sicherheit einfach mal den hier verwenden, den härteren. Wie gesagt, ist bei jeder Pistole einer dabei. Dann, wie gerade schon angesprochen, jetzt hier eben schön, dass man direkt gleich bei den ganzen Modellen ebenfalls eine RMR-Montageplatte direkt im Lieferumfang wieder enthalten hat. Hier drüben bei dem 1911er seht ihr das, da habe ich sie jetzt einmal schon mal drauf montiert, damit ihr euch das mal vorstellt, wie das aussieht. Zeige ich euch natürlich später. Hier bei der Highcapper oder bei diesem Witcher habe ich es jetzt noch nicht montiert. Bedeutet hier eben diese Montageplatte ist aber letztendlich exakt identisch zu der Version von der TTI. Und was ebenfalls wieder enthalten ist, ist so ein erweiterter Edelstahl Charging Handle oder so ein Edelstahl Spannhebel, den ihr eben seitlich links oder rechts noch montieren könnt, wenn ihr das Ding einfach auf der Seite spannen oder ripetieren wollt. Ist wie gesagt hier einmal im Lieferumfang enthalten und das ebenfalls bei der Highcapper und bei den 1911er Modellen. So, und zu guter Letzt wieder sehr viel so kleines Zubehörzeug, so Ersatzteile, die man immer mal wieder gebrauchen kann. Bei der Highcapper ist jetzt dabei, oder bei der Highcapper Serie kann man eigentlich sagen, ist jetzt enthalten Magazinboden, 2x Edelstahl Einfüllventil, Magazindichtung unten, also Bodendichtung, einmal Magazinlippen und einmal der Follower innen drin. Also hier fürs Magazin wieder so ein Spare-Part bzw. so ein kleines Ersatzteiltütchen. Bei der 1911er drüben genauso, wie gesagt, der Windeadapter, der O-Ring und ebenfalls dann hier innen drin, gut, da ist jetzt zwar die Kimme hinten dran, aber ihr seht hier quasi ebenfalls nochmal aus Edelstahl diesen Spannhebel, den könnt ihr hier eben seitlich in diese RMR-Montageplatte links oder rechts einmal reinschrauben. Wenn ihr das Ding irgendwie auf die Seite spannen wollt oder übers Holster spannen wollt oder whatever, ist ja ebenfalls enthalten. Und natürlich auch hier fürs Magazin so ein paar kleine Ersatzteile. Auch hier 2x Einfüllventil ist dabei, Magazinlippe ist dabei, Follower und die Bodendichtung unten vom Magazin ist enthalten. Der Magazinboden, wie das bei der Highcapper gerade drüben gesehen habt, ist aber bei den 1911er Modellen nicht als separates Ersatzteil vorhanden. Oder mit dabei letztendlich. Was ihr aber jetzt hier schon mal seht, gerade bei dieser 1911er, ihr seht diese Excalibur hier drüben, hat letztendlich hier unten ja so ein Long Mag oder halt so ein langes 1911er Magazin. Wenn ihr euch dagegen mal diesen Earl anschaut, der hat ein ganz relativ klassisches Magazin, 1911er Magazin hier unten drin. Also nicht verlängert, nicht erweitert oder sowas. Dementsprechend vermutlich auch die Ersatzteile bzw. der Magazinboden bei der 1911er Serie nicht enthalten. Und dann lasst uns anschließend ein neues Kapitel aufreißen. Das Ganze nenne ich heute verfügbare Farben und Farbkombinationen. Denn auch hier hat sich wieder Begati ein bisschen was einfallen lassen und ihr könnt eure Backup ein kleines bisschen individualisieren letztendlich, was die Farbe angeht. So, da fangen wir zunächst mal hier drüben bei diesem Witcher Highcapper Modell an. Da habe ich euch jetzt schon gesagt, standardmäßig kommt dieses Modell natürlich nicht in dieser Farbe. Bedeutet, alles was jetzt hier rot ist, kommt letztendlich von diesem verfügbaren Color Kit. Bedeutet, es wird auch wieder für diese Modelle, wie bei den Glocks oder Gladiator und Ripper, wird es ebenfalls wieder solche Farbkits geben, wo ihr eben den Outer und die ganzen Anbauteile in einer anderen Farbe einfach bekommt und dementsprechend das ein bisschen variieren könnt. Standardmäßig kommt diese Witcher im inneren Bereich mit einem goldenen Outer und die äußeren Anbauteile oder die ganzen Bedienelemente, wie auch der Magazintrichter, diese sind standardmäßig in schwarz. Also hier doch ein kleines bisschen nüchterner von der Farbkombination und eben nicht so knallig jetzt hier mit dem Rot. Ich muss ehrlich sagen, ich war normalerweise nie ein Fan irgendwie von viel bunten Farben irgendwie an der Backup oder allgemein an Kniften. Aber wenn man sich das so anschaut, irgendwie habe ich mich ein kleines bisschen drin verliebt. Sieht schon sehr, sehr sexy aus, dieses dunkle Metallic-Rot mit Schwarz. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Auf jeden Fall könnt ihr hier eben die Farben bei jeder Backup ein kleines bisschen variieren. So, es wird auch hier verfügbar sein, einmal dieses rote Kit, Metallic Rot.
Dann wird es einmal geben, einmal Silber, also alle Teile letztendlich in Silber. Dann alles in Gold letztendlich, ist genauso wie bei der Marui. Direct Optic Ready, diese High Cover, die war auch in Gold, sah auch sehr schön aus. Auch hier, wie gesagt, alle Anbauteile in Gold erhältlich. Und wer es ein bisschen klassischer oder nüchterner haben möchte, ganz normal ein dunkelgrau. Alle Anbauteile eben enthalten. So, und da seht ihr, da ist das Päckchen eben original, wie die Waffe oder wie die Pistole gekommen ist. Bedeutet Outer, vielleicht könnt ihr sehen, der Outer ebenfalls in Gold und die Anbauteile letztendlich alle in Schwarz. So, und diese Color Kits gibt es eben nicht nur für die High Covers, sondern ebenfalls für diese 1911er Modelle und R17 Glock Modelle. So, jetzt habe ich mir eben für dieses Video diese 4 Pistolen schicken lassen. Es gibt aber jede Version nochmal in einer anderen Farbe. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe mir das alles notiert, weil sonst komme ich da echt langsam ein kleines bisschen durcheinander. Fangen wir mal hier drüben bei diesem Witcher an. So, den Witcher bekommt ihr, wie gerade schon angesprochen, entweder schwarz, also alles schwarz, und der Outer in Gold. Also sehr nüchtern, sehr klassisch. Ebenfalls wird es aber diesen Witcher noch in einer Farbkombination aus einmal aus Schwarz und Grau geben. Habe ich mir jetzt nicht schicken lassen, aber wie gesagt, könnt ihr euch dann bei Begadi anschauen. Eine Farbkombination aus Grau und Schwarz. Diesen Archer, also das Modell letztendlich ohne Cuts von der High Cover Serie, bekommt er entweder auch ganz klassisch, ganz normal in Schwarz mit einem grauen Outer einmal innen drin. Oder aber in der Kombination aus einem sehr tiefen und dunklen Oliv mit ein paar grauen Anbauteilen. Also hier ein bisschen von den Kontrastwerten, ein bisschen was Gewagtes, muss man sagen. Also Verschluss in Oliv, Anbauteile in Grau, Griffstück und Frame in Schwarz. Wie gesagt, müsst ihr euch dann anschauen. Ich habe jetzt auch nur Bilder bekommen. So, dann die 1911er. Fangen wir hier mal bei dieser Excalibur an. Die bekommt ihr eben hier auch ganz klassisch in Schwarz gehalten. Und der Outer innen drin ist letztendlich genauso wie bei der TTI, bei der Combat Master, in diesem Bronzeton gehalten. Also hier relativ klassisch Schwarz und Bronze. Aber dieses Modell wird es ebenfalls einmal in einer Kombination aus Grau und Schwarz bekommen. Bedeutet, da ist der Verschluss und das Griffstück ist einmal der Frame ist einmal in Grau oder so ein Hellgrau und alle Anbauteile sowie der Outer sind in Schwarz gehalten. Also auch hier von sehr hohem Kontrast letztendlich. So, und dann haben wir abschließend einmal diesen Earl, also das geschlossene System von der 1911er, kann man eigentlich sagen. Hier bekommt ihr eine Kombination aus Schwarz und einem Coyote, beziehungsweise einem sehr dreckigen Coyote. Bedeutet, ich weiß nicht, wie gut ich das hier unten einfangen kann von der Farbe her. Stellt euch vor, ihr habt einen dunklen Coyote-Plattenträger und ihr robbt da ein bisschen durch den Matsch oder so durch. Und dann habt ihr letztendlich diesen dunklen und dreckigen Coyote-Ton letztendlich. Also hier einmal ein Coyote und dann wird es diesen Earl ebenfalls nochmal in Standard Schwarz geben. Und somit werden alle Farben letztendlich durchgesprochen. Und wie gesagt, ihr könnt da variieren, ihr bekommt die Ersatzteile auch in anderen Farben und seid dementsprechend, was die Farbkombination angeht, relativ flexibel, muss man sagen. Von der technischen Seite brauchen wir heute nicht so viel durchsprechen. Alle relevanten Informationen blende ich euch hier drüben einmal wieder ein. Wie gesagt, es sind auch hier wieder komplett überarbeitete oder geupdatete Modelle letztendlich. Bedeutet genauso wie die TTI und eben diese R17, diese Gladiator. Bedeutet innen drin alles komplett aus Stahl. Stahl-Internals drin, verstärkte Polyamid-Nozzle ist drin verbaut. Begadi Hopper-Bucking, 50 Shore GBB5 ist drin verbaut. 603er Tuning-Lauf ist drin verbaut. Und ebenfalls von Begadi dieser CNC gefräste oder gedrehte Pistenhead aus Aluminium ist ebenfalls auch bei diesen Modellen innen drin verbaut. Alle Internals zeige ich euch später, aber hier werde ich nur einmal auf die 1911er eingehen, denn die Internals bei der High Cover haben wir uns bei der Combat Master bereits einmal im Detail angeschaut, sind aber auch vom Material und von der Qualität nahezu identisch. Wie gesagt, nur Kompatibilität 1911er Abzugssystem zu High Cover Abzugssystem variiert ein bisschen, aber hier eben alles komplett aus Stahl innen drin. So, dann wie gesagt, es ist bereits ein Standard 603er Messinglauf drin verbaut oder Tuninglauf drin verbaut. Wenn ihr aber jetzt hergehen wollt und möchtet irgendwann mal nach 1-2 Jahren mal einen Edelstahllauf haben, dann ist auch das problemlos möglich, denn wir haben hier eine Standardlänge. Bedeutet 1911er 112 mm, High Cover 113 mm und so ein Edelstahllauf bekommt ihr bei jedem Airsoft-Shop eigentlich problemlos einmal ran. Also wie gesagt, sollte der Messinglauf mal verschlissen sein, verkratzt sein irgendwie vom Putzen oder sowas oder ihr die Rückstände vom PLA, von den BBs nicht mehr rausbekommen, bekommt ihr problemlos Ersatzläufe einmal her mit dieser Länge.
Länge. Dann seht ihr natürlich auch wieder unten problemlos Pick-Rail einmal dran bei jedem Modell und ihr könnt auch hier so Dummy Laser- oder Lichtmodule problemlos montieren, natürlich ohne Funktion in Deutschland. Oder halt eben vorne 12 mm CCW-Gewinde mit dem Adapter. Ihr könnt Tracer dran schrauben, ihr könnt Schalldämpfer dran schrauben. Also ihr seid auch hier sehr flexibel, muss man sagen. So, dann ganz kurz Energieabgabe, habe ich euch im Chrono wieder einen Gegentest gemacht. Einmal mit dem ProTech und einmal mit dem Nimrod Red Gas. So, hier muss man vielleicht sagen, gerade im Vergleich zu dieser R17, zu dieser Ripper oder Gladiator, hatte ich jetzt bei diesen beiden Modellen von der Performance her nicht so starke Einbrüche mit dem ProTech Gas. Also auch hier könnt ihr problemlos ein etwas schwächeres Gas verwenden, müsst ihr aber auch nicht. Bedeutet, selbst wenn ihr jetzt irgendwie bei 20 Grad mal ein Red Gas verwenden wollt, ja, wie gesagt, es sind super Internals, die Haltbarkeit ist hervorragend, packt rein die Plörre und gut ist. So, wie gesagt, Chrono habe ich euch gemacht, 1911er High Kappa ProTech und einmal Nimrod. Ups, Gas spritzt. Immer noch. Jetzt nicht mehr.
Ja, okay. Also selbst mit Red Gas bei 4 Grad Celsius die Gaseffizienz im 1911er Magazin im Kleinen nicht sonderlich gut. Also bekommt bei 4 Grad, wenn es hochkommt mit dem Red Gas, eine Ladung BBs einmal raus. Somit haken wir Chrono und Cooldown ab. Lasst uns wieder ganz kurz drüber sprechen. Gerade im Vergleich zu der R17 eben von letzter Woche, von der Glock oder R17 Gladiator und Ripper, hatte ich jetzt mit diesen beiden Modellen mit dem ProTech absolut gar keine Probleme. Also ihr könnt auch problemlos ein Nimrod Green Gas oder halt diese ganzen Green Gas Varianten, diese Standard-Gassorten, könnt ihr hier problemlos verwenden. Also laufen wirklich klasse. Wenn es jetzt ein bisschen kühler wird draußen oder wenn ihr einfach ein bisschen mehr Power braucht, könnt ihr aber aufgrund der Stahl-Internals, der starken Nozzle oder der guten Nozzle, könnt ihr da auch problemlos mal ein Red Gas reinknallen. Aber aufpassen, gerade die High Kappa drückt dann doch sehr, sehr viel Energie. Bedeutet, gerade mit dem Red Gas bei 20, 25 Grad seid ihr bei den ersten Schuss problemlos bei 1,2 Joule. Da wird es im Chrono auf dem Spielfeld ein bisschen Probleme geben. Also das ein kleines Beachten natürlich, je nach Temperatur das richtige Gas einmal wählen. So, und dann aber ein kleiner Punkt, wo ich heute speziell darauf eingehen werde, auch im Fazit nochmal. Warum würde ich immer eher zu einer High Kappa tendieren im Vergleich zu einer 1911er? Natürlich, so ein klassischer 1911er habt ihr halt wirklich nur diese relativ kleinen und schlanken Magazine unten drin, wo ihr relativ wenig Gas einmal reinbekommt. So, und natürlich, auch bei diesen Pistolen verbaut Begadi wieder ihr Effizienzventil oder ihr Efficiency-Ventil, dieses Edelstahlventil. Und dadurch muss man auch sagen, ist die Gaseffizienz im Vergleich zu anderen Herstellern oder zu Standardmodellen wirklich gut. Bedeutet, aus dem 1911er habe ich maximal 45 Schuss rausbekommen. Wie gesagt, ich finde es klasse. Andere KJW oder WE, da seid ihr vielleicht mal bei 20 Schuss, 25, wenn es gut läuft, vielleicht mal 30 Schuss und dann ist das Magazin leer. Also hier 45 Schuss Effizienz im Vergleich zu anderen gut, kommt aber natürlich bei weitem nicht an die High Kappa ran. Denn hier habe ich auch eben einen Effizienztest für euch gemacht und mal geguckt, wie viele BBs bekomme ich denn raus mit einer Gasladung. Und aus diesem blöden Ding habe ich 110 Mumpeln rausdrücken können. Und das aber auch nicht, dass jetzt die letzten 20 Schuss bloß noch plöpp, plöpp, plöpp machen. Nein, volle Rotze durch, 110 Schuss und dann die letzten 3 plopp, 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 leer. 110 Schuss aus einer High Kappa im Vergleich zu 45 Schuss. Also hier könnt ihr problemlos 3 volle Mumpeln-Ladungen reinknallen, bevor das Ding irgendwie anfängt leer zu werden. Das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Und gerade jetzt eben im Vergleich zu einer WE oder zu einer AW, wie kommt denn diese Effizienz zustande? Erstens mal natürlich das Ventil. Auch hier verbaut eben Begadi dieses Edelstahlventil und das habe ich euch bei den anderen Reviews auch schon angesprochen. Ich gehe davon aus, dass hier die Gasmenge, die einfach austreten kann, ein bisschen begrenzt ist oder limitiert wird im Vergleich zu Standard- oder anderen Systemen. So, jetzt hat man aber gerade im Vergleich zu einer WE zum Beispiel hier ein Standard-Marui-System. Bedeutet, ihr habt eine Standard-Nozzle drin mit einem Durchmesser von 13,5, 13,8 mm und WE verbaut aber, oder AW verbaut aber 15 mm. Bedeutet, ihr habt natürlich in der Nozzle einen deutlich kleineren Innendurchmesser und dementsprechend weniger Volumen. Benötigt also schon weniger Gas im Vergleich zu WE, wie gesagt, um eben den Verschluss nach hinten zu befördern. Und hier, wie gesagt, die Gaseffizienz bei diesen High Kappas war schon wirklich sehr beeindruckend, muss man sagen. Also hier Hut ab, gebe ich heute einen Pluspunkt im Fazit. Ob euch diese 45 Schuss von der Effizienz bei einem 1911er langen, das müsst ihr für euch entscheiden. Wie gesagt, ihr müsst halt davon ausgehen, dass wenn ihr gerade bei der Excalibur mit dem erweiterten Magazin, ihr müsst schon davon ausgehen, dass ihr halt, wenn ihr eine komplette Ladung BBs durchgefeuert habt, dass ihr auf jeden Fall zur Sicherheit die Gaspulle ein erneutes Mal ansetzt und wieder ein kleines bisschen Gas nachdrückt. Ansonsten bei der zweiten Gasladung kann es passieren, oder bei der zweiten Kugelladung kann es dann passieren, dass euch das Gas ausgeht. Dementsprechend kleines Magazin 1911er, großes Magazin High Kappa, gerade für Einsteiger vielleicht ein kleines bisschen beachten. So, Schussergebnisse, lasst uns drüber sprechen. Auch hier habe ich diese Witcher geschossen und diese Excalibur und hier absolut gar keine Probleme. Bedeutet genauso wie letztendlich bei der TTI, bei der Combat Master, Begadi Bucking drin, 50 Shore, große Patchfläche und der Tensioner aber kerzengerade. Also nicht wie bei der R17, bei der Ripper, dass der irgendwie bei einem Modell irgendwie mal verbogen ist oder sowas, überhaupt nicht. Nur wieder beachten eben, auch hier baut das Hop-Up-System bereits in Nullstellung ganz leicht ein kleines bisschen Hop auf.
Bedeutet 0,2 Gramm könnt ihr hier drin eigentlich so gut wie vergessen. 0,25, 0,28 funktionieren hervorragend. Ihr könnt aber auch 0,3 Gramm reinballern. Funktioniert mit dem Hop-Up-System ebenfalls tadellos. Also wie gesagt, hier absolut keine Probleme gehabt, keine Ausreißer irgendwie links, rechts. Das war bei der Ripper letzte Woche leider nicht ganz so gut. Dann lasst uns doch heute wieder ganz kurz über das Thema Magazin, Kosten und Kompatibilität sprechen. Beginnen wir erstmal hier drüben, 1911er System, Excalibur und der Earl. Und da habt ihr im Lieferumfang, je nachdem welches Modell ihr euch besorgt oder kauft vielleicht, habt ihr ein anderes Magazin enthalten. Bedeutet, bei der Excalibur ist bereits dieses lange Magazin, klassisches 1911er, aber als Long dabei, bekommt ihr maximal 33 Schuss rein, denn ihr könnt den Follower sehr, sehr weit bis in den Magazinboden runterziehen. Wie gesagt, 33 Schuss. Und bei dem Earl ist ein klassisches 1911er Magazin dabei mit 25 bis 26 Schuss Kapazität. Also hier passen ein kleines bisschen weniger BBs rein. Die Effizienz ist aber bei beiden Systemen exakt identisch. Bedeutet, je nach Außentemperatur, je nach Gassorte, was ihr verwendet, bekommt ihr vielleicht maximal 50 Schuss raus. Also ich habe jetzt bei 20 Grad mit dem Nimrod-Gas habe ich maximal 45 Schuss rausbekommen. Das ist in Ordnung, kommt aber natürlich nicht an das fette High-Kappa-Magazin einmal ran. Dementsprechend, wie vorhin schon mal angesprochen, hier ein kleines bisschen beachten. Von den Kosten feiere ich diese Army-Magazine, denn sie sind einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nur hervorragend. Und dementsprechend, wenn so ein Army-Magazin in eurer Backup läuft, von mir aus in der KJW oder in der WE und das Zeug passt rein und ist kompatibel, dann würde ich definitiv zu diesen Magazinen zurückgreifen. Denn wie gesagt, selbst dieses lange Magazin, wo ihr relativ viele Schuss reinbekommt, kostet aktuell mit dem Edelstahlventil, kostet gerade mal 33 Euro. Ja doch, glaube ich, 33 Euro kostet es. Mit Edelstahlventil, finde ich klasse. Und wenn ihr so ein kleines haben möchtet, also so ein Standardmagazin ebenfalls mit Edelstahlventil, bezahlt ihr gerade mal 27 Euro. Und wenn man das mit anderen Herstellern vergleicht, kommt man hier einfach bei Army Armament sehr, sehr günstig einmal weg. Was ich euch heute leider nicht sagen kann, ist die Kompatibilität 1911er, denn ich selbst besitze leider keine 1911er. Kann ich euch also nicht sagen, ob jetzt hier WE, KJW, KWC oder whatever einmal kompatibel ist. Leider. Lasst uns über die High-Kappa sprechen. Hier zunächst mal der eine Punkt, wie vorhin schon mal angesprochen, das Magazin, was hier im Lieferumfang enthalten ist ein ganz normales Standard High-Kappa-Magazin und von der Gaseffizienz ist das System wirklich mehr als hervorragend. Mir war es möglich, maximal 110 Mumpeln mit einer Gasfüllung rauszuhauen und das soll mal einer nachmachen. Also sowas kennt man normalerweise bloß bei einer Marui, die sauber abgestimmt ist, das richtige Gas, die richtige Temperatur hat, dann kommt da eine Marui problemlos einmal ran. Aber alle anderen Backups, WE, AW, KW, KJW, KWA, whatever, 110 Schuss aus einer High-Kappa, Respekt, schafft kein anderer Hersteller. So, das Magazin ist sehr gut, was mir auch aufgefallen ist. Es ist übrigens das gleiche Magazin, was bei der TTI Combat Master dabei ist, halt nur ohne dieses TTI-Logo da unten auf dem Boden drauf. Ansonsten Standard High-Kappa-Magazin. Was mir aber auch aufgefallen ist, die Magazinlippe im Vergleich zu der älteren Version ist hier eben aus einem anderen Kunststoff gefertigt. Bedeutet, wer sich zurückerinnert, die alte TTI, die hatte hier oben die Magazinlippe aus ABS-Kunststoff. Und die konnte wirklich sehr schnell kaputt gehen. Da wenn sie irgendwie mal ein Klemmer drin war oder die BBs mal irgendwas war, zack, ist eine Seite weggebrochen. Und da hat man eben damals, ist man dann hergegangen, hat eine Lippe von WE zum Beispiel verwendet. Die sind deutlich robuster. Jetzt hat aber Army die Lippe aus Polyamid-Kunststoff gefertigt. Bedeutet hier kein ABS mehr, sondern Polyamid und dementsprechend deutlich robuster wie noch bei der alten Generation oder bei der alten Version. So, die Kapazität sind hier 29 Schuss und die Kosten belaufen sich auf 29 Euro, musste ich spicken. Begadi macht, glaube ich, die Kosten 1 Euro pro BB, oder? Wartet mal. Ja, tatsächlich. 33 Schuss, 33 Euro. 26 Schuss, 27 Euro. Ah, Begadi, da passt's nicht. Müsste 26 Euro verlangen. Also hier, wie gesagt, 29 Schuss, 29 Euro also inklusive diesem Edelstahlventil. Auch hier ist Preis-Leistungs-Verhältnis einfach nur hervorragend. Wenn ihr das mit WE vergleicht, das sind Welten. Da sind 20 Euro Differenz drin. Also, wie gesagt, auch wenn diese Army-Magazine bei euch passen, ja, verwendet die echt. Günstig, günstig, günstig. So, also Effizienz saugut, Kosten ebenfalls saugut. Jetzt noch ein kleiner Punkt, wenn ihr mehr BBs rein haben möchtet. Ich habe gesehen, es gibt sogar für diese High-Kappas, gibt es bei Begadi sogar ein Army Armament Long Mag
für High Kappa. Bedeutet, es steht halt dann da unten so ein Stück raus, bekommt ihr aber 44 Schuss rein und kostet 40 Euro, glaube ich. Auch das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis immer noch super. Also wie gesagt, wollt ihr 44 Mumpel im Magazin haben mit einem Long Mag oder sowas? Ja, gönnt euch. Wie gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis hervorragend. So, Kompatibilität High Kappa kann ich euch letztendlich nur ein Magazin sagen und das ist von WE, denn ich selbst besitze eine High Kappa Force von WE und da muss ich euch sagen, ja, das Magazin von WE rastet sauber ein, sitzt relativ press aufgrund dieses Magazinbodens und es funktioniert. Es funktioniert tadellos. Allerdings verhakt sich da irgendwie der Verschlussfanghebel mit dem Magazin bei WE. Bedeutet, wenn ich das lösen möchte, muss ich ein kleines bisschen dran ziehen und dann schließt jedes Mal der Schlitten bzw. der Verschluss oben. Also wenn ihr schon 5, 6 WE-Magazine zu Hause habt und euch interessiert es nicht, dass der Schlitten sich löst, dann könnt ihr sie verwenden, aber wirklich empfehlen würde ich sie vielleicht nicht. Und wie gesagt, nehmt die Originalmagazine, die sind günstig, die sitzen sauber, hervorragend drin. Die Gaseffizienz ist sauber, der Catch greift immer sauber. Dementsprechend, also hier Army-Magazine, Preis-Leistungs-Verhältnis, Effizienz, hervorragend. Schauen wir uns anschließend wieder in der Nahaufnahme einmal diese Backups ein bisschen im Detail an und lasst uns ebenfalls ein kleines bisschen wieder über die Verarbeitungsqualität sprechen. So, ihr seht, wir beginnen hier zunächst einmal beim Witcher, also High Kappa Modell letztendlich. Der Hexer. Und wie vorhin bereits angesprochen, wer es vielleicht überhört hat, wie gesagt, dieses rote Kit ist eben jetzt zusätzlich von mir einmal rangebaut worden. Standardmäßig kommt dieses Modell eben mit einem goldenen Outer und die äußeren Anbauelemente bzw. Bedienelemente kommen dann einmal in Standard schwarz. Also hier, wie gesagt, wenn euch das Rot nicht gefällt, lasst euch nicht schocken letztendlich. So, lasst uns über dieses Teil sprechen und gerade diesen finde ich mega attraktiv. Ich feiere einfach gerade diese Konturen von dem Verschluss oben und von dem Schlitten, diese Optik, feiere ich unheimlich. Das Ding sieht einfach nur absolut brachial aus. Hier natürlich die Cuts, da müsst ihr halt wieder gucken, je nachdem, wo ihr spielt ihr häufiger irgendwo in einem dreckigen Gelände oder sandigen, staubigen Gelände, dann ist vermutlich das kein unbedingt empfohlenes oder zu empfehlendes Modell. Da wählt ihr lieber die Archer mit einem geschlossenen Verschluss. Aber dennoch, wer einfach auf so ein offenes System steht und das schön findet, also ich feiere dieses Modell unheimlich. Wie gesagt, sieht mega, mega sexy aus. Auch hier kann man vielleicht gleich wieder ansprechen, auch bei der High Kappa Serie wie auch bei der 1911er Serie ist der Verschluss letztendlich außenrum wieder CNC gefräst. Bedeutet, diese ganzen Konturen, welche ihr jetzt hier einmal innen drin seht, das ist letztendlich einfach alles komplett gefräst. Und wie gesagt, dementsprechend von der Qualität, von den Fräsungen, von den Konturen, alles wunderbar. Und auch der Verschluss hat hier oben drauf auf den Führungen wieder nur minimales Spiel, wie bei der Combat Master letztendlich auch. Wie gesagt, sehr wenig Spiel, aber dennoch läuft das Ding da oben drauf butterweich. Und ihr seht auch die Schließfeder schön straff, schön schnell, damit das System eben auch dementsprechend schnell arbeiten kann. Hier vorne eine kleine Besonderheit, ihr seht, da ist so ein Cut drin oder so eine Rundung einmal drin im Design. Wie gesagt, optisch finde ich dieses Modell unheimlich ansprechend. So, und dann habe ich euch vorhin ebenfalls schon gesagt, was mir jetzt gerade ebenfalls sehr gut gefällt im Vergleich zur Combat Master, dass eben dieser lange Verschlussfang- oder Schlittenfanghebel, der ist jetzt hier eben beim Witcher, beim Archer, bei diesem 1911er, bei dem Excalibur und bei dem Earl ist der standardmäßig bereits out of the box dran verbaut. Das finde ich sehr gut, das hätten sie bei der Combat Master gegebenenfalls auch direkt gleich dran verbauen können. Dementsprechend kommt man eben hier wunderbar und schnell an den Verschlussfang bzw. an den Schlittenfanghebel einmal ran. So, was ihr jetzt hier aber auch seht, standardmäßig bei dem Modell habe ich jetzt darauf verzichtet, einmal diese RMR-Platte da hinten drauf zu montieren, beziehungsweise diese Platte für Leuchtpunktoptiken, habe ich euch ja vorhin bereits angesprochen, im Lieferumfang enthalten und dementsprechend könnt ihr hier problemlos out of the box Rotpunktoptiken einmal drauf montieren. Wenn ihr hier Infos braucht, wie ihr diese Platte da montiert da hinten drauf, könnt ihr gerne mal euch das Video anschauen zu der TTI Combat Master vor 2 Wochen ungefähr. Da zeige ich euch, wie ihr diese Platte einmal montiert, welche im Lieferumfang enthalten ist.
So, ansonsten ist es letztendlich wirklich eine TTI Combat Master, bedeutet ganz normal eben, wie man es kennt von der High-Kappe, die Flügelsicherung hinten. Auch diese läuft wunderbar, bedeutet schön knackig das Ganze, Klick, Klick, wunderbar. Wie gesagt, links und rechts einmal zu bedienen und eben auch nicht so leichtgängig wie noch bei der alten Combat Master. Also auch hier auch von Army letztendlich ein kleines bisschen optimiert und verbessert das Ganze. So, und auch hinten natürlich Standard die Handballensicherung, die ihr natürlich immer mitdrücken müsst. Ansonsten schlägt das Ding eben nicht ab. Kann ich einmal kurz demonstrieren. Bedeutet, ihr müsst einmal natürlich hier die Flügelsicherung, die muss unten sein. Und ebenfalls müsst ihr hier hinten natürlich reindrücken, damit das System einmal scharf ist und abschlagen kann. Andernfalls ist dies nicht möglich. Sondern eine weitere Besonderheit wieder, wenn ihr euch das Griffstück anschaut. Ja, es ist auch wieder ein handgefertigtes Stippling einmal aufgebracht, aber im Vergleich zu Combat Master nicht dieses, ja, diese halbrunden, ja, nicht dieses halbrunde Design und auch nicht dieses gepunktete Design wie bei der Glock oder wie bei diesen Gladiator und Ripper Modellen, sondern hier ist das Stippling jetzt eher so, ja, eher so Rechtecke, die in unterschiedlichen Winkeln jeweils angebracht wurden. Und das Ganze eben komplett einmal außenrum um das gesamte Griffstück letztendlich. Also auch hier vollständig handgestippelt und werde ich selbstverständlich heute wieder als Pluspunkt werten, denn wie bei den vorherigen Reviews auch schon angesprochen, Army Armament der einzige Hersteller, der mir bekannt ist, der das wirklich per Hand einmal stippelt. Nicht irgendwie maschinell gefertigt, nicht irgendwie aufgelasert, nein, das Ding ist wirklich einmal per Hand gestippelt worden. Und dementsprechend auch ein deutlicher Unterschied, wenn ihr jetzt gerade mal vergleicht, zum Beispiel hier einmal die einmal die Witcher und dann seht ihr hier jetzt zum Beispiel mal die Archer. Und wenn man das einfach miteinander vergleicht, das Stippling komplett unterschiedlich. Also keine Kontur gleicht letztendlich der anderen. Also das finde ich wieder klasse und gerade vom Preis-Leistungs-Verhältnis, das müsst ihr euch halt mal überlegen, wie lange das dauert, so ein Griffstück einmal zu stippeln. Da hockt bestimmt jemand, keine Ahnung, halbe Stunde dran oder sowas, je nachdem wie geübt er ist, um euch das Ding zu stippeln. Und auch hier muss man sagen, von der Qualität vom Stippling ebenfalls sehr gut, bedeutet nicht irgendwo mal zu tief irgendwie gestippelt, dass es irgendwie stark verbrannt ist oder sowas, sondern es ist relativ gleichmäßig, vollständig auf beiden Seiten, beziehungsweise komplett einmal außenrum. Und dementsprechend also hier vom Stippling, von der Qualität des Stipplings wirklich tipptopp, würde ich sagen. So, ansonsten unten wie bei der TTI auch natürlich einmal diesen Magwell bzw. Magazintrichter. Habe ich euch bei der TTI auch schon gezeigt. Ob ihr da das Magazin jetzt kreuz und quer einlegt, ist es wurscht. Es flutscht immer tadellos einmal rein. Also auch wenn es schnell gehen muss, zack, batsch rein mit dem Ding und dann sitzt es einfach hervorragend einmal drin. Es gibt heute letztendlich in Sachen Qualität nur einen einzigen Punkt, den ich wieder ansprechen muss. Und zwar Qualität der Beschichtung vom Outer. Das seht ihr jetzt hier bei diesem roten Farbkit, seht ihr jetzt noch gar nichts. Bedeutet, der Outer ist richtig schön sauber, noch keine Macken drin, keine Kratzer letztendlich vorhanden. Aber die Qualität der Beschichtung weicht dennoch je nach Farbe und je nach Modell ein kleines bisschen ab. Da werde ich euch jetzt dann gleich im Anschluss bei dieser Excalibur, bei den 1911er Modellen, werde ich hier noch ein kleines bisschen mehr dazu einmal ansprechen. Ansonsten, wie gesagt, wunderschönes High-Kappa-Modell und meiner Meinung nach auch ein kleines bisschen so das Highlight, jetzt kurz vor Jahresende noch 2022. So, und jetzt habe ich es euch eben gerade schon einmal reingehalten. Hier könnt ihr euch jetzt mal im Detail das Gegenstück dazu anschauen, und zwar diese Archer. Auch diese ist letztendlich vom Griffstück unten, vom Stippling, von den Internals, von den Bedienelementen 1:1, alles exakt identisch, nur eben mit einem anderen Verschluss oben drauf. Bedeutet hier auch vom Design einfach noch ein kleines bisschen anders, vielleicht nicht ganz so aggressiv vom Layout oder vom Design im Vergleich zu der Witcher, aber dennoch sehr markante Konturen, sehr markante Fräsungen in diesem Verschluss bzw. in dem Schlitten einmal eingefräst, einmal von oben. Wie gesagt, auch hier relativ tief reingefräst, aber eben keine kompletten Cuts drin. Dementsprechend kann euch hier kein Schmutz, kein Staub, keine Sandpartikel einmal in das System eindringen. So, und jetzt weiß ich nicht, ob ich es euch schon gesagt habe oder eben später nochmal bei den Nahaufnahmen bei diesen Color Kits ansprechen werde. Wenn ihr diese High Kappas neu bekommt, werdet ihr feststellen, wenn ihr einmal repetiert, dass hier standardmäßig so eine
so eine Schutzfolie über den Outer einmal drüber gezogen wurde. Wie lange diese standhält, kann ich euch nicht sagen, aber nach circa 6 bis 7 Magazinen seht ihr bereits, dass die Folie hier unten schon einmal könnt ihr das vielleicht, warte, ich drehe sie einfach ein bisschen, wartet mal. So, jetzt könnt ihr es sehen. Hier seht ihr, die reißt hier schon langsam einmal auf. Dementsprechend, ich gehe vielleicht davon aus, dass es wirklich nur irgendwie ein Transportschutz oder sowas ist. Könnt ihr natürlich überdrehen, einfach mit ein bisschen Schmackes einfach runterziehen das Ganze, damit eben diese Folie oder diese Schutzabdeckung einmal weg ist. Wie gesagt, ist hier standardmäßig bei jeder im Lieferumfang einmal drüber gezogen, so eine Schutzfolie beim Outer. So, und hier können wir aber beim Archer uns ebenfalls nochmal anschauen. Gut, da sieht man jetzt noch nicht so viel, aber hier sieht man auch bereits ganz minimal so ein paar, keine Kratzer und auch kein Abrieb, aber so leichte Druckstellen sind letztendlich in der Beschichtung vom Outer bereits einmal zu sehen. Bedeutet, auch hier gehe ich einfach davon aus, dass ihr nach den ersten vielleicht 20, 30 Max, dass ihr hier oben so ein paar kleine Schleifspuren einmal reinbekommt. Also auch das ist seitens Army Armament, wie auch bei den R17, bei diesen Gladiator und Ripper Modellen, leider nicht ganz perfekt. Wie gesagt, werde ich später im Fazit ebenfalls noch einmal drauf eingehen. So, und wie gesagt, natürlich auch die Archer 1:1 identisch, auch hier dieser lange Verschlussfang dran und Lieferumfang natürlich auch mit RMR-Montage, vorne ganz normal Gewinde mit dem Adapter auf 14 mm CCW, das passt soweit. Und natürlich auch beide Modelle, Archer und Witcher, natürlich mit der verbesserten Kimme jetzt hinten drauf, bedeutet auch die Kimme ist wie bei der Combat Master nochmal zusätzlich mit dem Nozzle Housing innen drin verschraubt, damit sich die eben auf Dauer nicht lösen kann. So, und wie vorhin natürlich auch schon angesprochen, natürlich auch die Internals, die wir uns dann gleich im Detail anschauen werden, natürlich auch bei der Archer und bei der Witcher komplett vollständig aus Stahl gefertigt und 1:1 exakt identisch wie bei der TTI Combat Master letztendlich. Machen wir als nächstes erstmal weiter mit dem etwas klassischeren 1911er Modell, und zwar ist das einmal dieser Earl bzw. der Graf höchstpersönlich. Hier zunächst mal wieder der Farbton. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie gut ich dieses dreckige und schmutzige Coyote im Video oder beziehungsweise später im Grading einmal einfangen kann. Es kann sein, dass es vielleicht ein kleines bisschen heller wieder wirkt. Ich versuche mein Bestes, damit ich es einfach in der Nachbearbeitung so gut wie möglich einmal treffe, damit ihr den Farbton einmal so gut wie möglich einfach seht, wie er wirklich wirkt. Es ist, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr schmutziges Coyote letztendlich. Also so ein Coyote mit vielleicht nochmal 10% Schwarzanteil oder sowas. Finde ich auch sehr schön. Ist auch eine sehr schöne Kombination, auch vom Kontrast her zu den schwarzen Anbauteilen. Und einfach nicht wieder dieses 0815 Standard Schwarz, wie man es letztendlich bei jeder anderen Backup einmal hat. Also wieder mal vom Farblichen ein kleines bisschen was Ausgefallenes. So, auch hier seht ihr jetzt, hier noch nicht ganz so gravierend, aber auch hier, wenn ihr euch vielleicht mal den Auswurf oben anschaut, beziehungsweise Patronenlager, könnt ihr auch hier bereits so eine ganz kleine Druckstelle letztendlich in der Beschichtung einmal bereits sehen. Und ich hoffe, die kann man sehen. Ansonsten werde ich später in der Nachbearbeitung noch ein kleines bisschen ranzoomen. Aber auf jeden Fall hier oben drin halt bereits genau ganz hinten so eine ganz kleine Druckstelle. Nichts Gravierendes, definitiv nicht. Ich werde es jetzt nicht kritisieren, aber bei der Excalibur ist es noch ein bisschen gravierender. Also hier scheint es Unterschiede zu geben, je nach Farbton, was hier einmal aufgetragen wurde. So, ansonsten haben wir hier, gut, jetzt wollte ich schon sagen, klassischer 1911er. Nein, natürlich, wir haben vom System einen klassischen 1911er, aber außenrum doch sehr, sehr modern. Bedeutet auch hier vom Design, vom Layout doch wieder sehr modern, sehr viele Fräsungen drin, sehr viele Konturen einmal eingearbeitet. Ich finde ihn sehr, sehr schön, ich finde ihn sehr abwechslungsreich. Aber das ist natürlich auch Geschmackssache, ob man jetzt eher einen wirklich klassischen 1911er haben möchte, bedeutet schwarz, ganz klassisch mit Holzgriffschalen, oder ob man sagt, gut, ein 1911er darf schon mal ein kleines bisschen moderner sein. Wie gesagt, das ist euch überlassen, da hat jeder seine eigene Meinung letztendlich dazu. Und was ihr auch hier sehr schön sehen könnt, auch jetzt eben bei den 1911er Modellen, ist ebenfalls wieder dieser lange Verschlussfang einmal daran installiert. Bedeutet, wenn man sich das jetzt anschaut, diesen Verschlussfang gibt es ja bereits bei Begadi für gerade einmal 3,50 €.
Wenn ihr jetzt schon ein älteres Army Armament Modell habt, sei es jetzt eine High Kappa oder eine 1911er, könnt ihr den problemlos einmal ranbauen. Also der passt auch problemlos bei 1911ern. Bedeutet oh Gott, wie heißen die alle? R32, R601, R503 und R501 oder sowas. Also letztendlich alle High Kappas, alle 1911er, passt dieser erweiterte Verschlussfanghebel. So, ansonsten, das Stippling ist jetzt hier auch sehr ausgefallen, muss man sagen. Es ist im Vergleich zu der High Kappa Serie und auch zu den Glocks, beziehungsweise zu diesen R17 Modellen, nochmal etwas feiner. Bedeutet, es fühlt sich an wie, keine Ahnung, wie 80er Schleifpapier. Finde ich fast schon ein kleines bisschen zu fein, denn es fühlt sich einfach an wie ein etwas härteres Velcro. Bedeutet, wenn es dumm läuft, könnt ihr da wahrscheinlich ein Patch hinkleben an die Fläche. Dadurch kann es aber natürlich auch passieren, dass sich relativ schnell irgendwie, ja, wie soll ich sagen, irgendwelche Fasern oder sowas darin einmal verhättern. Gerade irgendwie, wenn ihr jetzt Tierliebhaber seid und habt irgendwie Hundehaare, Katzenhaare oder irgendwas, dann kann das sich ganz schnell da einmal innen reinhängen. Das kennt ihr vielleicht auch von so Velcro-Flächen. Da, wenn ihr irgendwie so Patchflächen euch mal nach einer gewissen Zeit anschaut, da hängen lauter so Fasern drin. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das hier eben bei dem Stippling ebenfalls der Fall sein wird, denn es ist wirklich sehr, sehr fein. Es fühlt sich schön an, es ist natürlich rutschfest, es ist auch handgestippelt. Es könnte aber für meinen Geschmack ein ganz kleines bisschen gröber sein. Wie gesagt, hier bei der 1911er sehr, sehr fein, dieses Stippling. Abschließend vom Schützen aus auf der linken Seite, ebenfalls recht modern, einen erweiterten Magazinauswurf vorzufinden. Bedeutet hier der Knopf einfach ein kleines bisschen nach hinten gezogen, dementsprechend die Druckfläche ein kleines bisschen größer im Vergleich zu klassischen 1911ern letztendlich. Kimmelkorn, relativ Standard, aber das Ganze mit so einer fluoreszierenden Farbe letztendlich einmal in grün. Bedeutet hinten einmal fluoreszierend, ja, 2 Punkte und vorne das Korn ebenfalls fluoreszierend, einmal in so einem Neongrün gehalten. Ist sehr schön, wirkt gut, aber ihr habt natürlich auch hier die Möglichkeit, wenn ihr möchtet, im Lieferumfang die Montageplatte dabei, draufschrauben und dann ein RMR bzw. ein Leuchtpunktvisier da drauf zu montieren. Ist wie gesagt im Ablieferung bereits einmal möglich. Und abschließend werfen wir einen Blick natürlich auf die Excalibur. Das ist so meiner Meinung nach, was 1911er angeht, ja, letztendlich das High-End-Modell oder das krankeste Modell letztendlich, denn wenn ihr euch das mal anschaut, vom Design her, von der Optik, das wirkt schon, wartet mal, ich muss das Ding da mal wegstellen, damit ich es euch schön ins Bild halten kann. Schaut euch das Teil mal an, also das ist fast schon für eine 1911er, fast schon ein kleines bisschen übertrieben. Natürlich, wie gesagt, Geschmackssache, es ist ultra modern, auch hier sehr, sehr viele Konturen einmal reingezogen, sehr, sehr aggressiv mit diesem Cut hier vorne drin. Letztendlich auch ein bisschen ähnlich wie diese Witcher, finde ich, ein kleines bisschen. Aber jetzt im Vergleich zu diesem Earl, wie gerade schon gesehen, eben jetzt hier ein Modell mit Cuts. Bedeutet, ihr habt hier einmal so ein Fenster drin, wo ihr den Outer seht und ihr habt natürlich oben ein sehr lang gezogenes Fenster einmal drin, wo ihr den Outer sehen könnt. Wie gesagt, hier nochmal im Vergleich zum Earl vielleicht nochmal ein bisschen moderner, noch ein kleines bisschen aggressiver vom Layout bzw. vom Design. So, hier seht ihr, da habe ich jetzt eben mal diese RMR-Montageplatte, die im Lieferumfang enthalten ist. Die habe ich jetzt hier mal draufgeknallt und dann so ein ganz normales AIM-O einmal draufgeschraubt. Bohrungsabstand ist jetzt hier auch wieder Standard 19 mm M3-Gewinde und ich glaube 13 mm oder 14 mm M4-Gewinde. Müsst ihr bei Bugatti schauen, also auch hier auf jeden Fall letztendlich wieder ganz normal RMR oder eben Dr. Footprint-Optiken einmal kompatibel. Ein weiterer Unterschied zum Earl ist jetzt bei dieser Excalibur, dass man am Griffstück unten nochmal so Gummivertiefungen hat. Bedeutet, ihr könnt hier wunderschön einmal innen drin, wartet mal, ich drehe sie mal so rum, ihr könnt hier wunderbar einmal die Finger letztendlich unten am Griffstück in diese Gummiführungen einmal reinlegen. Fühlt sich sehr, sehr schön an, muss man sagen, aber für kleine Hände greift sie sich dadurch auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein kleines bisschen dicker einfach und ein bisschen fetter. Da wirkt also eine klassische 1911er, wirkt einfach vom Griffstück ein kleines bisschen schlanker aufgrund dieser Gummilippen hier vorne dran. Wie gesagt, dadurch wird der Griff einfach minimal ein kleines bisschen letztendlich in die Länge gezogen.
S-Stippling ist dann letztendlich 1:1 identisch zum Earl, bedeutet hier auch ein sehr, sehr feines Stippling einmal aufgebracht, wie gerade schon angesprochen. Hätte auch, wie gesagt, minimal ein bisschen gröber sein können, aber handgearbeitet, es fühlt sich geil an, es ist rutschfest. Dementsprechend werde ich auch hier wahrscheinlich wieder einen Pluspunkt geben. Und wie vor allem bei den Magazinen schon gerade angesprochen, eben hier bei der Excalibur eben dieses Extended Magazin drin. Bedeutet das Magazin mit diesem etwas längeren Boden und dementsprechend auch ein kleines bisschen mehr Kapazität. So, das soll es einmal gewesen sein, so eine kleine Übersicht. Und jetzt eben ein Punkt, wo ich heute ganz deutlich im Fazit ansprechen muss leider. Jetzt habt ihr gerade die Witcher, die Archer und die Earl gesehen und die waren alle vom Verschleiß am Outer, sage ich mal, human. Also minimal, vielleicht mal eine kleine Druckstelle drin oder sowas. Hat man bei vielen Modellen, würde ich jetzt nicht großartig kritisieren. Wenn man sich aber jetzt die Excalibur mal anschaut und gerade die hintere Kante am Patronenlager hier hinten drin, dann könnt ihr es vielleicht jetzt ganz deutlich sehen, einmal in der Nahaufnahme, dass hier bereits die Beschichtung hinten ein kleines bisschen abgeplatzt ist. Bedeutet, hier reibt kein Material oder sowas, sondern aufgrund des Aufschlags dann später jedes Mal, wenn der Verschluss da hinten drauf knallt auf den Outer, platzt hier diese Bronzebeschichtung minimal ein kleines bisschen weg. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann es gut einfangen oder ihr könnt es ein bisschen erkennen. Also hier scheint es eben Unterschiede zu geben von der Beschichtungsqualität. Die eine Farbe hält vielleicht ein kleines bisschen besser, die andere Farbe vielleicht nicht ganz so gut. Wie gesagt, es ist mir jetzt eben aufgefallen bei diesem Bronzefarbton, dass es hier hinten eben abplatzt. Und das ist eben bei den anderen Farben nicht so gravierend. Wie gesagt, werde ich euch definitiv später im Fazit nochmal im Detail einmal ansprechen. Dann schauen wir uns ebenfalls heute wieder ganz kurz das System selbst an. Wie vorhin vielleicht schon angesprochen, auch wenn diese Witcher oder allgemeine High Kappa einfach sehr, sehr massiv, sehr bullig aussieht und auch sehr, sehr schwer vom Verschluss letztendlich aussieht, läuft das Ding brachial leichtgängig. Bedeutet genauso wie bei der Combat Master ultra smooth, null Kratzen, null Haken, nicht irgendwo ein Klemmer oder ein starker Widerstand oder sowas, sondern der gesamte Schlitten oder der gesamte Verschluss gleitet unheimlich schön auf diesem gesamten oder in diesen Führungen. Obwohl er, wie vorhin schon angesprochen, eigentlich so gut wie gar kein Spiel irgendwie hat. Also er klappert und wackelt da oben jetzt nicht irgendwie rum wie ein Hund seinen Schwanz. Läuft also ultra schön. Auch vom Abzug her schön klar definierter Druckpunkt natürlich. Schön angenehmes Abzugsgewicht drauf. Sehr kurz gehalten das Ganze. Dementsprechend natürlich genauso wie bei jeder anderen High Kappa letztendlich. So, ich habe jetzt für euch mal 2 Magazine kurz vollgefüllt, damit wir uns vielleicht mal ganz kurz den Unterschied ein kleines bisschen anschauen können. Relativ schwaches Gas nicht, beziehungsweise Standardgas im Vergleich zu einem etwas stärkeren Gas. Zum Beispiel hier ist jetzt mal das Magazin mit dem ganz normalen Protech Gas und das würde ich als mittelstarkes Green Gas einstufen. Bedeutet so wie zum Beispiel ein Nimrod Green zum Beispiel vom Druckaufbau. So circa 8 Bar müsst es liefern, 7 bis 8 Bar bei circa 20 Grad. Und auch hier läuft das System tadellos. Schauen wir es uns mal ganz kurz an. Also auch hier absolut keine Probleme, auch mit einem etwas schwächeren Gas. Es kommt natürlich auch hier wieder immer darauf an, wann verwende ich welches Gas, bei welcher Temperatur, wie viel Energie möchte ich haben. Aber wie gesagt, man hat hier ein wirklich sehr, sehr gutes System von den Internals her, von der Nozzle. Dementsprechend spricht ja auch nichts dagegen, wenn ihr mal irgendwie ein Red Gas verwendet, wenn ihr ein bisschen mehr Energie haben wollt. Aber wie gesagt, gerade bei dieser High Kappa unheimlich darauf achten, dass ihr hier ganz schnell mit einem etwas stärkeren Gas bei über einem Joule seid. Bedeutet, seid ihr wirklich ganz schnell mal bei 1,2, 1,3, wenn das Magazin frisch befüllt ist und wenn es vielleicht 20, 25 Grad hat. Also da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen und dementsprechend am besten, wenn ihr euch nicht sicher seid, immer 2 Gaspullen einfach mitnehmen. Je nachdem verwendet ihr halt ein bisschen stärkeres und ein bisschen schwächeres. So, und jetzt möchte ich euch das System mal noch kurz zeigen mit dem Nimrod Black Gas. Und ja, dieses ist wirklich sehr, sehr stark und würde ich euch definitiv bei wärmeren Temperaturen nicht empfehlen.
Ich habe jetzt nur leider kein Red-Gas mehr da, denn die letzte Pulle ist jetzt im Chronotest einmal leer gegangen. Dementsprechend schauen wir uns das jetzt einfach mal mit Black-Gas an. Denn ich habe euch auf Patreon ja bereits ein Video gemacht gehabt, da haben wir uns mal diese R17, diese Gladiator und diese Ripper angeschaut und da haben wir sogar CO2 reingeballert in die Dinger und die liefen dennoch sehr gut, muss man sagen. Dementsprechend, auch wenn es eben mal kühler ist, vielleicht 10 Grad und ihr habt so ein Black-Gas und wollt einfach eure sauberen 1 Joule haben, dann spricht hier meiner Meinung nach nichts dagegen. Wenn es wärmer wird, 15 Grad, 20 Grad, würde ich aber hier kein Black-Gas unbedingt reinknallen. Bedeutet vermutlich der Verschleiß, auch gerade bei der Nozzle, wird vermutlich etwas höher sein. Der Verschleiß beim Pistonhead wird ein kleines bisschen höher sein. Und ihr müsst halt dann irgendwann mal nach einem Jahr die Teile gegebenenfalls einmal ersetzen. Es ist genauso, wie wenn ihr jetzt irgendwie so eine KJW oder eine WE habt und da die ganze Zeit CO2 drin spielt. Dann wisst ihr genauso, da braucht ihr auch Alkschießlang irgendwelche Ersatzteile dafür. Also viel Druck sorgt natürlich immer für ein bisschen mehr Verschleiß. Das müsst ihr immer abwägen, wann verwendet ihr einfach welches Gas. So, aber natürlich, der Kick, der Druck von dem System, die Geschwindigkeit von dem System ist natürlich mit dem Black Gas schon sehr, sehr abnormal. Schauen wir es uns mal ganz kurz an. Also das müsste schon, boah, das Zeug, das stinkt so widerlich, boah, ekelhaft. Da müsst ihr schon wirklich das Ding gut festhalten, denn wie gesagt, natürlich der Kick auf dem ganzen System ist natürlich mit einem Red und mit einem Black natürlich deutlich stärker, wie wenn ihr normales Green Gas verwendet. Aber wie gesagt, immer beachten, immer abwägen, wann verwende ich welches Gas. Diese High Kappas laufen aber mit allen Gassorten, die ich da hatte, also Protech, Nimrod Green, Nimrod Red und sogar das Black, laufen die Dinge wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Und dann schauen wir uns anschließend ebenfalls dieses System einmal beim 1911er an, denn hier gibt es gravierende Unterschiede. Beginnen wir jetzt hier zunächst einmal bei der Passgenauigkeit vom Schlitten oder vom Verschluss und beim Outer im Vergleich zu den High Kappas. Wenn wir mal das 1911er Modell hernehmen und ein bisschen schütteln, klappert es leider ein bisschen. Bedeutet, man hat hier vorne in den Führungen hat der Schlitten oder der Verschluss hat hier deutlich mehr Spiel wie die High Kappa und auch der Outer sitzt ein ganz kleines bisschen mit mehr Spiel einmal drin. Das ist jetzt zwar nicht so gravierend, aber der Verschluss, das könnt ihr, glaube ich, ganz deutlich sehen. Das ist bestimmt 0,5 bis 0,7 mm, was der Luft hat. Und auch wenn man das System repetiert, läuft das Ganze leider nicht so, ja, nicht so butterweich und nicht ganz so smooth wie bei den High Kappas. Ich meine, wir können mal den Vergleich direkt machen, wenn ihr mal die High Kappa hernehmt, wie vorhin eben schon angesprochen, hier ein massiver Verschluss oben drauf, aber nur ein Hauch, wirklich einen ganz, ganz kleinen Hauchspiel. Aber das Ding läuft einfach butterweich letztendlich. Also hier qualitativ leider ein paar Unterschiede, 1911 zu High Kappa. So, und dann ebenfalls ein kleines Problem. Jetzt wollte ich euch gerade ebenfalls das System mal zeigen mit mit 2 Magazinen. Bedeutet, ich hatte das kleine Magazin, hatte ich jetzt einmal mit Protech gefüllt. Und das große Magazin von der Excalibur hatte ich euch mit Black Gas gefüllt. Denn wie gesagt, ich habe leider kein Red Gas mehr da. So, jetzt muss ich euch aber leider sagen, das funktioniert in dieser 1911er nicht. Bedeutet, alles, was stärker ist wie Red Gas, funktioniert das mit dem Ventil hinten nicht. Bedeutet, das Gas sofort einmal aus. Ihr macht es ganz normal voll mit Black Gas, ihr drückt ab, das Ventil wird aufgeschlagen, aber das Gas ist hat so viel Power, dass es euch innen drin den O-Ring runterzieht. Und das ist eben mit den anderen oder mit den High Kappas nicht der Fall. Also hier Protech, hier einmal Black Gas mit Vorsicht zu genießen. Nehmt lieber ein Red oder ein ganz normales Protech. So, wie gesagt, jetzt habe ich hier eben dieses kleine Magazin und da ist jetzt einmal ganz normales Protech Gas drin. Schauen wir es uns einmal an. Und wie gesagt, ja, das System läuft natürlich, es funktioniert. Aber ich finde halt, ja, wie gesagt, ich wiederhole mich vielleicht ein bisschen, aber ich finde einfach das High Kappa System auch mit dem großen Gastank
einfach ein bisschen attraktiver. Wie gesagt, meine persönliche Meinung müsst ihr letztendlich für euch einmal entscheiden. So, und was ihr halt auch gesehen habt, wie gesagt, ihr bekommt halt wirklich, wenn es gut läuft, maximal 45 Schuss aus so einem kleinen Magazin einmal raus. Wenn ihr da ein bisschen schneller triggert, dann bekommt ihr vielleicht bloß noch 30 Schuss raus. Also das müsst ihr immer beachten. 1911er Magazine, wie gesagt, sehr, sehr klein, sehr kleiner Gastank einmal drin. Dann lasst uns auch heute wieder ein kurzes Kapitel machen zum Thema Zubehör. Wie beim Lieferumfang schon angesprochen, wird es auch für diese High-Kappa-Serie, also R601 sowie R32 1911er Serie, wird es eben auch wieder diese Color Kits geben, wie ihr beim Witcher vorhin schon einmal gesehen habt. Bedeutet, ihr bekommt zum Beispiel auch jetzt für dieses Modell hier, für dieses Excalibur, bekommt ihr eben auch die ganzen Teile einmal zum Beispiel in Gold, einmal in dunkelgrau, dann ebenfalls einmal in diesem schönen metallischen Weinrot und ebenfalls einmal in Silber. Bedeutet, ihr könnt einfach, raschelt ein bisschen, sorry, bedeutet, ihr könnt letztendlich auch diese Modelle ein kleines bisschen personalisieren, genauso wie diese Glocks, diese Gladiator und diese Ripper. Habt ihr jetzt eben vorhin schon mal gesehen, hier das Ganze mal ja, zur Veranschaulichung einfach mal an dieser High-Kappa bzw. an den Witcher einmal dran gebaut, dieses Color Kit, jetzt hier einmal in Rot. Bedeutet, da ist enthalten einmal der gesamte Outer innen drin, dann habt ihr eben diesen erweiterten langen Schlittenfang- oder Verschlussfanghebel, der Abzug ist mit drin, sogar der Magazinhalter, der kleine, ist einmal enthalten, Magwell unten, Sicherungshebel hinten oder Handballensicherung und ebenfalls Sicherungshebel hier oben letztendlich dran, die Flügelsicherung. Also hier letztendlich alle äußeren kleinen Bauteile in einer anderen Farbe. Und dementsprechend könntet ihr jetzt auch hergehen und könnt zum Beispiel sagen, okay, bei dieser Excalibur, euch gefällt zum Beispiel dieser Bronze-Outer da innen drin nicht. Ihr könnt auch einfach alles in Silber hinbauen oder ihr könnt euch ein graues Kit holen oder ein goldenes Kit. Und dementsprechend einfach diese ganzen Modelle komplett einmal personalisieren, je nachdem, wie ihr das haben möchtet. Und wie gesagt, auch für die 1911er, das ist jetzt eben dieses Farbkit hier, seht ihr hier oben, 1911er ist R32 letztendlich. Auch hier ist letztendlich alles drin enthalten, was man braucht. Also auch dieser lange erweiterte Verschlussfanghebel, der jetzt hier standardmäßig eben schon dran verbaut ist, der ist jetzt ebenfalls hier in einer separaten Farbe erhältlich oder mit dabei. Das ist einfach eine schöne Sache, finde ich, denn so kann sich jeder das Modell personalisieren letztendlich und farblich vielleicht ein bisschen anpassen, je nachdem, worauf er Lust und Laune hat. Müsst ihr natürlich nicht, ihr könnt das Ding auch einfach auspacken und damit einmal aufs Feld gehen. Denn natürlich, ja, so rot, das ist ein bisschen fancy, das hat ein bisschen was von Deadpool. Aber hey, wem es gefällt, jedem das seine. So, und dann habe ich beim Lieferumfang euch vorhin schon gesagt, auch bei diesen 1911ern ist ebenfalls eine RMR-Montageplatte sowie so ein erweiterter Ladehebel oder so ein Charging Handle einmal dabei aus Edelstahl. Und da möchte ich euch heute noch zeigen, wie ihr diese Platte an die 1911er einmal ranbaut. Falls ihr euch jetzt fragt, ja, Moment mal, aber ich möchte mir doch eher so eine High-Kappa kaufen, da ist ja auch so eine Platte dabei, wie baue ich denn die drauf? Schaut bitte euch das Update-Video zu der TTI Combat Master an, da habe ich euch das Ganze bereits gezeigt, wie ihr diese Montageplatte hier einmal drauf baut. Und wie gesagt, ich blende es euch oben irgendwie so ein Ausrufezeichen einmal ein, denn ich brauche es kein zweites Mal einmal erklären. Also schauen wir uns mal ganz kurz an, wie wir diese Montageplatte auf dem 1911er Excalibur oder auch bei dem Earl einmal montieren oder halt hinten drauf verbauen. Die Kimme hinten muss weg, bedeutet, ihr seht, es ist ähnlich aufgebaut wie bei der High-Kappa oder bei der R601 und bei der TTI. Bedeutet, diese Montageplatte besteht aus zwei Hälften, greift hier hinten über ein Nut- und Federsystem zusammen und wird dann hier auch nochmal innen drin zusätzlich irgendwie mit dem Schlitten verpresst oder verklemmt. Dann müssen wir wahrscheinlich den Schlitten erstmal runternehmen. Dementsprechend ziehen wir das Ding mal auf, fahren hier seitlich einmal in die Aussparung rein und drücken ihn, also hier quasi genau perfekt her und drücken ihn dann auf der gegenüberliegenden Seite einmal raus. Und das kann bei den High-Kappas, kann das ein kleines bisschen schwer gehen. Bedeutet, gerade dieser erweiterte sitzt sehr, sehr press oder relativ fest einmal drin. Da bin ich dann zum Beispiel hergegangen bei der High-Kappa, habe das Ding einmal aufgezogen, habe hier seitlich einmal die Position korrekt eingestellt und habe dann letztendlich von innen ein kleines bisschen nachgeholfen und von innen mit dem Bit minimal ein kleines bisschen gedrückt, damit einfach diese Kante oder dieser Zacken hier einmal sauber rausrutschen kann. Hier oben drin könnt ihr vielleicht erkennen. So, dann würde ich sagen, jetzt ziehen wir das Ding erstmal ab.
Einmal runter mit dem Teil und dann müssen wir mal gucken, ob wir die Kimme hinten komplett rausbekommen oder ob wir gegebenenfalls ein Nozzle Housing auch demontieren müssen. Bedeutet, wir lösen jetzt erstmal hier hinten drauf die Kimme. Da ist eine kleine Schraube drin, die machen wir jetzt erstmal runter. Und das sitzt fest, bedeutet, wir müssen hier hinten wahrscheinlich das Nozzle Housing auch ein kleines bisschen runterdrücken. Ja, Nozzle Housing muss runter. Okay, also dann gehen wir hier hinten rein mit einem Schraubendreher. Da ist so ein kleiner Pin drin. Den könnt ihr reindrücken, der ist gefedert. Wir drücken uns gesamte Hop-Up-Kammer kleines bisschen nach vorne, damit die Nozzle hier einmal aushakt. Drücken hier hinten einmal rein und dann können wir das Nozzle Housing minimal ein bisschen absenken. So, ganz raus müssen wir es wahrscheinlich nicht machen. Schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen... Na gut, nehmen wir es ganz raus, ist auch wurscht. So, dann lassen wir das hier einfach mal drin. Nozzle Housing raus, dann können wir einmal die Kimme zur Seite runterschieben. Also einmal so rüber, zack, dann einmal runter mit dem ganzen Ding. Und jetzt müssen wir eben diese Montageplatte einmal verbauen. So, dann nehmen wir mal die Seite. Ne, wartet mal, wir nehmen die Seite. Schauen wir mal. Ach, das passt ja wunderbar zusammen. Oh, das wird sogar hier hinten nochmal verschraubt. Sehr schön. Also einmal so. Dann einmal da hinten das dagegen kontern. Oh, und dann dagegen pressen wahrscheinlich. Ja, das sitzt unheimlich press zusammen. Aber ist ja auch schön, dass es so press sitzt. Dann fliegt das Ding wenigstens nicht auseinander. So, schön drauf pressen. Und wie gesagt, jetzt, ihr müsst da wirklich sehr stark drücken. Denn diese Arretierungspunkte, die greifen hier oben letztendlich dann innen drin in den Schlitten rein. Also richtig fest hier zusammenpressen und dann habt ihr im Lieferumfang nochmal 2 Schräubchen dabei. Da braucht dann 1,5er Inbus und dann schraubt ihr die einfach da hinten rein. Und jetzt werden eben diese beiden Bauteile nochmal zusätzlich mit dem Schlitten oben verschraubt letztendlich. Und dann hält es bombenfest. So, dann die beiden Platten einmal oben drauf fixiert mit den hinteren Schrauben. Und jetzt wird euch auffallen, ich habe jetzt hier andere Schrauben verwendet, denn ich muss euch leider sagen, verwendet hier hinten, wenn ihr die Originalschrauben verwendet, schaut, dass ihr einen Inbus nehmt, der im besten Fall neu ist oder vorne komplett scharfkantig ist. Wenn ihr hier einen 1,5er verwendet, der vorne schon ein kleines bisschen abgerundet ist und ihr zieht hier einmal zu scharf, rutscht ihr direkt einmal durch und macht hier diesen Schraubenkopf oben komplett einmal kaputt. Könnt ihr sehen, ich habe hier bereits einen Schraubenkopf komplett jetzt einmal demoliert. Der andere ist noch wunderbar. So, jetzt habe ich natürlich geguckt, ich habe natürlich passende da. Und zwar habe ich jetzt hier M2,5 mal 5 mm verwendet. Bedeutet, habe ich noch mal eine? Ja, hier, guck mal. Also hier Senkkopfschraube, ganz normale Senkkopfschraube. M2,5 mal 5 müsste es ungefähr sein oder mal 6 oder sowas. Die passen da wunderbar und dann habe ich das Ganze hier hinten einmal wunderbar einmal drauf geknallt. So, jetzt werdet ihr vielleicht ebenfalls feststellen, dass hier oben diese Platte noch ein kleines bisschen auseinanderklaffen kann. Bedeutet, wenn ihr hier drückt, könnt ihr die ein bisschen auseinanderziehen. Seht ihr das? Aber wenn jetzt dann einmal das RMR gleich drauf kommt oder eure Optik, wird das Ganze eben über die RMR oder übers Leuchtpunktvisier letztendlich wieder zusammengedrückt und dann passt es wieder. Also hier nicht wundern, wenn das da vorne ein kleines bisschen auseinander geht. So, dann montieren wir gleich mal ein RMR. Ich nehme jetzt hier einfach mal so ein stinknormales, günstiges China-Ding her. Das müsste ein AIM-O oder irgendwas sein, whatever. Dann müssen wir natürlich jetzt erstmal wieder kontrollieren, ob die Schrauben fürs RMR von der Länge her passend sind. Bedeutet, da sind jetzt welche dabei gewesen oder sind allgemein immer welche dabei. Dann nehmen wir jetzt einfach mal eine Schraube her, packen uns die hier einmal rein. Dann legen wir das oder setzen das Ganze einfach mal hier drauf und dann sehen wir, dass die Schraube hierfür geeignet ist und nicht zu lang ist. Denn natürlich, die Schraube darf hier nicht zu lang sein, andernfalls drückt ihr die gesamte RMR-Montageplatte ein kleines bisschen nach oben. Also hier immer auf die korrekte Länge einmal achten. So, dann schauen wir, ob der Bohrungsabstand einmal passt. Ach, das sieht wunderbar aus. So, ich würde sagen, wir ballern das Ding da jetzt einfach mal drauf. Was braucht man da? Ein 2,5. So, und schon ist das Ding einmal sauber drauf montiert und es hält einfach bombenfest. Und wie gesagt, auch hier vorne jetzt diese beiden Platten, die werden jetzt einfach schön zusammengeführt. Passt wunderbar und sitzt richtig fest einmal drauf. Also auch wenn ihr jetzt den Verschluss nicht darüber rebetieren wollt mit diesem Edelstahl Charging Handle, sondern ganz normal übers RMR rebetieren wollt, wird hier nicht nur eben über diese beiden kleinen Schräubchen hinten gesichert, sondern natürlich ebenfalls über die Klemmung im Verschluss selbst. Also da geht garantiert nichts kaputt. Das hält wunderbar. Auch vom Aufbau her relativ flach, aber natürlich
Es wird oben aufgesetzt und man hat hier natürlich bei einer 1911er einen relativ großen Radius einmal am Verschluss. Dieser muss natürlich überwunden werden, aber dennoch hat es, finde ich, Army sehr schön umgesetzt und es sitzt hier wunderbar und sauber an diesen Fräsungen, an diesem Geriffelten. Ist also richtig schön einmal bündig und passt wunderbar vom Radius dazu, finde ich. Macht also auch optisch einen guten Eindruck, würde ich sagen. So, natürlich muss unser Housing wieder rein, so Nozzle Housing, ja, gesamte Hop-Up-Einheit oder Outer ein bisschen nach vorne ziehen. Dann natürlich bei dem Housing aufpassen, dass die Rückholfeder hier sauber noch drin liegt, dass der Penüppel da sauber drin ist da hinten, denn dieser muss natürlich jetzt hier hinten einmal arretiert werden. Bedeutet, wir setzen das ganze Housing so rum einmal rein, drücken es ein bisschen runter, lassen es absenken, so, und dann sitzt das Ganze da hinten einmal wieder drin. Kommen wir nun anschließend einmal zu den Internals. Auch hier versuche ich mich heute ein bisschen kurz zu fassen, denn das Video geht wahrscheinlich auch schon wieder über eine Stunde. Und dementsprechend, wie gesagt, sprechen wir es kurz im Schnellverfahren durch und wirklich nur die 1911er bei den Internals. Denn wie vorhin oder wie schon häufiger jetzt angesprochen, diese High Kappas, diese Witcher und diese Archer sind von den Internals 1:1 identisch zur Combat Master. Also auch Stahlabzugsgruppe drin, die Kunststoff-Nozzle, die ist auch identisch übrigens zur 1911er. Also hier identisch, brauche ich mich letztendlich nicht wiederholen. Schauen wir uns mal ganz kurz diese Excalibur an, die habe ich jetzt für euch einmal auseinandergerupft. Da seht ihr zunächst mal natürlich klassischer 1911er Frame, einteilig Gussteil. Das ist auch so eine Aluminium-Zink-Legierung, wie man es von anderen Herstellern eben auch kennt. Egal jetzt WE, AW, KJW, alles gleich. Also alles Aluminium, so eine Aluminium-Zink-Legierung letztendlich. Von der Gussqualität wirklich klasse, da kann man nicht schimpfen, keine unsauberen Stellen irgendwo zu sehen, keine Kanten irgendwie zu sehen. Also das ist von der Qualität in Ordnung. Ein kleiner Punkt ist mir aufgefallen, wenn ihr hier hinten auf dem Frame mal drauf schaut, da seht ihr, quasi, wartet mal, hier hinten seht ihr, dass diese beiden Flächen nochmal nachgearbeitet wurden. Bedeutet auch, wenn ihr drauf schaut, da seht ihr sogar vom Fräskopf die Werkzeugspur. Bedeutet lauter so kleine Ringe letztendlich. Also hier, wie gesagt, wahrscheinlich von der Passgenauigkeit irgendwie nicht 100% gepasst oder zum Schlitten nicht 100% gepasst. Und dann hier hinten letztendlich einmal mit der Fräse drüber gefahren. Ist aber letztendlich auch nur ersichtlich, wenn man das Ding auseinanderbaut. Ansonsten seht ihr diese Flächen selbstverständlich nicht. So, und der nächste Punkt ist, wie vorhin schon gesehen, habt ihr eben bei dieser Excalibur hier diese Gummiplatte da letztendlich oder diese Erweiterung vorne für die Auflage für die Finger. So, und die wird hier seitlich jeweils einmal in diese Stege einmal eingehakt. So, sieht dann so aus. Bedeutet, vorne habt ihr dann einmal diesen Gummi drauf. So, wenn ihr jetzt diesen aber nicht haben möchtet, könnt ihr auch nicht hergehen und könnt jetzt einfach diesen Gummi einmal runter machen und dann die Griffschale wieder einmal installieren. Das funktioniert nicht. Denn dann habt ihr hier zwischen Frame und Griffschale, habt ihr da circa 1 Millimeter Spiel oder Luft einmal drin. Bedeutet, die Griffschale liegt hier dann nicht mehr sauber auf. Da bräuchtet ihr also ganz normale Standard 1911er Griffschalen, wenn ihr dieses Gummiding eben nicht haben möchtet. Dann geht es im inneren Bereich weiter. Da hätten wir erstmal dieses innere Gehäuse zusammen mit den Aufnahmen oder mit den Führungen für den Verschluss letztendlich. Auch das letztendlich auch wieder so eine Aluminium-Zink-Legierung wie bei allen anderen Herstellern auch. Da kann man letztendlich nur ansprechen, die Passgenauigkeit ist wirklich sauber und gut. Bedeutet, wenn man das Bauteil hier mal in den Frame einsetzt, das muss man auch ein kleines bisschen mit Druck einmal reindrücken. Bedeutet, es sitzt wirklich perfekt einmal drin, die Bohrungen sind perfekt bündig, das Gewinde ist sauber und bündig aufs Zehntel genau. Also hier von der Passgenauigkeit von den Komponenten wirklich sehr gut. So, und dann seht ihr hier eben schon den Rest liegen von der Abzugsgruppe und hier genauso exakt identisch wie bei den anderen neuen Army-Modellen, auch wie bei den High Kappas. Bedeutet auch die 1911er haben letztendlich ein komplettes Stahlabzugssystem drin. Der Hammer, der Sear, der Firing Pin, der Locker, alles letztendlich komplett einmal aus Stahl gefertigt und nicht wie üblich einfach aus so einem Zinkguss letztendlich. Also auch hier muss man wieder sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis eine komplette Stahlabzugsgruppe, würde ich sagen, kann man positiv ansehen und werde ich heute auch positiv im Fazit letztendlich einmal ansprechen. Also hier komplett einmal aus Stahl gefertigt und was auch sehr erfreulich ist, die Passgenauigkeit und die Laufflächen sind ebenfalls sehr, sehr gut von der Passgenauigkeit. Bedeutet, wenn ihr das Zeug einmal demontiert, müsst ihr sogar den Hammer ein kleines bisschen raushebeln. Denn er läuft natürlich hier einmal auf so einer Messinghülse
Also läuft nicht direkt irgendwie Stahl auf Stahl, sondern Stahl auf Messing, was natürlich gut ist, gerade wenn es irgendwie versucht zu klemmen. Die Passgenauigkeit ist hervorragend und diese Messinghülle oder Hülse wird hier hinten einmal in das Gehäuse sehr, sehr stark einmal eingepresst. Und dann sitzt der Hammer aber hervorragend einmal drin. Bedeutet, er kann zwar wunderbar sich rotieren letztendlich, aber absolut null wackeln. Wird hier also richtig sauber von der Passgenauigkeit auf diese Hülse geführt und durch die Hülse durch kommt dann letztendlich einmal die Stahlwelle. Also hier ein gut umgesetztes Gleitlager und das Ganze auch von Army out of the box bereits sehr gut geschmiert und gefettet. Auch dann letztendlich der Sear unten drin läuft auch wieder auf so einer Messinghülse, auch hier von der Passgenauigkeit hervorragend. Es greift alles schön ineinander rein, ihr habt ein schönes Klicken drauf auf dem System. Also nicht der Fall, dass irgendwie mal der Disconnector ein bisschen überspringt oder hängen bleibt oder bei manchen 1911ern früher das Problem gehabt, dass wenn der Gasdruck nicht ganz langt, dann hängt der Hammer irgendwie in der halben Position fest. Das hatte ich jetzt bei diesem System bis jetzt noch nicht. Also hier erfreulich, Passgenauigkeit ist gut, würde ich sagen. Und natürlich alle Bauteile, alle Komponenten komplett aus Stahl gefertigt. Eine kleine Information vielleicht noch, falls sich jetzt der ein oder andere vielleicht denkt, gut, dann kauft man sich halt für seine andere 1911er irgendwie die Stahlteile. Ja, das könnt ihr natürlich machen, beachtet aber bitte, 1911er System sieht zwar bei den Bauteilen relativ ähnlich aus wie das High-Kappa-System, die Bauteile sind aber nicht zu High Kappa kompatibel. Bedeutet, ihr braucht für ein High Kappa System halt ein Stahlkit für High Kappa und für 1911er braucht ihr halt ein Stahlkit für 1911er. Wie gesagt, hier nicht irgendwie durcheinander kommen lassen, auch wenn die Bauteile relativ identisch aussehen, ist nicht zu 100% kompatibel das System. Dann können wir gleich weitermachen mit dem Nozzle Housing, mit der Nozzle, mit dem Piston Head und mit dem Spring Guide. Spring Guide ist, kann man nichts drüber sagen, ist auch wieder ähnlich wie bei der High Kappa, nur eben wird das Ganze über die Hop-Up-Kammer hinten einmal über den Zapfen aufgenommen. Bei der High Kappa liegt er letztendlich hinten an, bei der 1911er läuft der Spring Guide bzw. die Federstange hier hinten in den Zapfen bei der Hop-Up-Kammer rein. Und das Ganze wird eben hier nochmal mit einer Scheibe mit so Gummiringen einmal so ein bisschen gepuffert letztendlich hinten auf den Spring Guide. Ist komplett aus Stahl gefertigt, also das Teil und ebenfalls das vordere Teil. Wenn ihr das erste Mal demontiert, müsst ihr ein kleines bisschen aufpassen. Das Gewinde ist standardmäßig mit Schraubensicherung einmal gesichert. Es ist aber keine hochfeste, ihr braucht hier keine Temperatur oder sowas. Einfach da hinten was durchstecken quasi und dann vorne ein bisschen nach vorne schieben, vorne was durchstecken und dann halt ein bisschen mit Schmackes einmal drehen. Und dann könnt ihr ganz normal das Zeug einmal demontieren und auseinanderschrauben, damit ihr dann halt rausbekommt. Aber wie gesagt, hier einmal komplett aus Stahl gefertigt, die gesamte Federstange vorne. So, dann lasst uns erstmal ganz kurz über das Housing sprechen und ja, leider finde ich auch dieses nicht so gut wie bei einer High Kappa. Jetzt werdet ihr euch denken, ja warum, das ist doch fast gleich. Ja, richtig, es ist fast gleich, aber die Arretierung ist ein kleines bisschen anders. Bedeutet, bei einer High Kappa wird das gesamte Nozzle Housing im hinteren Bereich mit einer Schraube mit dem Verschluss bzw. mit dem Schlitten hinten verschraubt. Da habt ihr also hinten nochmal so ein extra Teil dran, welches letztendlich den Hahn bzw. den Hammer nach hinten drückt. Und das ist eben bei einer 1911er nicht der Fall. Bedeutet, ihr habt am Housing hinten am Zink direkt diesen Radius einmal für den Hammer dran und dann wird das Housing letztendlich auch nur über so einen kleinen gefederten Pin mit dem Verschluss einmal arretiert. Bedeutet, der Pin, der steckt da hinten drin. Einmal so. Moment, das ist ein bisschen ein Gefummel. So, jetzt da. Also letztendlich einfach nur dieser kleine gefederte Pin hier hinten. Ihr seht, der ist auch relativ lasch gefedert eigentlich. Und der wird letztendlich nur hinten einmal im Verschluss arretiert. Also da wäre einfach eine Schraube wie bei einer High Kappa, wäre meiner Meinung nach da einfach besser geeignet gewesen, wie einfach so ein gefederter Pin. Ist natürlich beim scharfen Modell der Firing Pin, darf man nicht vergessen. Aber Leute, wir sind im Airsoft. Ob das da hinten so ein Firing Pin rauskommt, ist mir doch Latte. Da wäre, wie gesagt, eine Schraube für die Befestigung des Housings, wäre hier ein bisschen besser gewesen. Letztendlich wird das Housing nur oben hinten über die Kimme mit einer kleinen Schraube nochmal gesichert. Ansonsten liegt es eigentlich nur im Verschluss letztendlich einmal drin, das gesamte Housing. Wie gesagt, da finde ich einfach von der Konstruktion her so eine High Kappa ebenfalls ein kleines bisschen besser.
So, was dann 1:1 identisch ist, High Kappa und 1911er, das ist einmal der Piston Head von Begadi und einmal die Nozzle. Also auch die Nozzle, ich habe es auch bei der High Kappa vorher mal ausgebaut und mit dem Messschieber alle Maße mal ein bisschen gegengeprüft. 1:1 exakt identisch. Also wenn ihr da mal eine andere Nozzle braucht, ob ihr jetzt in die High Kappa eine 1911er Army Nozzle reinstopft oder eine High Kappa Nozzle in die 1911er, es ist egal. Exakt 1:1 die gleiche Nozzle drin verbaut. Und auch das habe ich euch bei der TTI bereits angesprochen. Das ist eine verstärkte Polyamid-Nozzle. Bedeutet, die ist nicht aus ABS, wie man es noch von früher kennt, vielleicht bei den Armies, sondern hier einfach ein glasfaserverstärkter Kunststoff. Bedeutet auch, wenn wir hier hinten mal hergehen und die Nozzle mit sehr viel Gewalt einmal zusammendrücken, dann geht es erstmal brutal schwer, obwohl es relativ dünnwandig ist. Und was ihr aber auch seht, wir haben immer noch genügend Flexibilität auf dem Material drauf, damit es nicht aufreißt und nicht aufplatzt. Also hier ein unheimlich haltbares und robustes Material verwendet, kann man auch wieder für den Preis vielleicht erwarten. Ich feiere es einfach, dass hier so eine sehr, sehr gute Nozzle einmal drin ist und man dementsprechend auch bei der High Kappa mal ein bisschen stärkeres Gas verwenden kann, wenn es ein bisschen kühler wird vielleicht. Aber wie gesagt, die Nozzle ist klasse und natürlich auch vorne die Feeding-Lippe, welche letztendlich die BB aus dem Magazin rausnimmt. Das seht ihr auch hier jetzt nach 7 bis 8 Max. Keine Druckstelle irgendwie, nichts irgendwie platt gedrückt irgendwie von der BB, gar nichts. Also es sieht aus wie neu. Dementsprechend die Nozzle ist klasse. Ihr bekommt natürlich im inneren Bereich auch problemlos einen N-Pass rein. Wenn ihr das Ding runterdrosseln wollt auf 0,5 Joule von mir aus, dann wäre ein N-Pass ebenfalls möglich. Alles andere könnt ihr letztendlich mit der Gas-Sorte, welche ihr verwendet, bei der entsprechenden Temperatur einmal regulieren. Das ist halt bei einer Gaswaffe immer so ein bisschen so ein Rumgekaspere. So, und dann eben der Piston Head. Das ist eben auch der gleiche wie bei der High Kappa und der gleiche wie bei der TTI Combat Master. Auch hier aus Aluminium gefertigt, ventiliert das Ganze mit standardmäßig mit dem weichen O-Ring wieder drauf. Bedeutet, hier ist Standard ein 70 Shore O-Ring drauf und im Lieferumfang hättet ihr noch einen mit 90 Shore. Bedeutet, solltet ihr mal Probleme haben bei hohen Temperaturen im Sommer mit einem starken Gas zum Beispiel, und ihr merkt, der O-Ring, den zieht es euch runter, weil er einfach über die Ventilation zu stark aufgeplüstert wird oder aufgeblasen wird, dann könnt ihr einfach hergehen und könnt den härteren O-Ring, welcher im Lieferumfang ist, einfach den draufballern und dann funktioniert es wieder. Wie gesagt, der ist einfach härter und den bläst es nicht so stark auseinander oder nicht so stark auf. Aber natürlich auch beachten, verbaut ihr jetzt den harten O-Ring und verwendet ein sehr schwaches Gas, dann ist das auch wiederum nicht gut geeignet. Denn dann bläst den O-Ring nicht weit genug und nicht stark genug auf und dann bekommt ihr hier außenrum an die Nozzle innen drin eben keine saubere Dichtung hin. Bedeutet, das System fängt an zu spritzen. Sollte das der Fall sein, müsst ihr halt wieder den weichen O-Ring einmal einbauen. So, ansonsten gibt es hier nichts zu sagen. Vielleicht nochmal ganz kurz als Wiederholung, was ich eben vorhin schon mal angesprochen habe. Gerade bei den High Kappas eben interessant. Im Vergleich zu einer WE oder zu einer AW hat man hier eben eine Standard Marui Nozzle vom Durchmesser. Jetzt habe ich leider meinen Messschieber nicht parat liegen, sonst würde ich es euch jetzt mal ganz kurz ausmessen. Ach, wisst ihr was, ich hole den mal kurz. So, jetzt da, machen wir es doch gleich mal gescheit. Schauen wir uns die Nozzle mal ganz kurz an, damit wir einfach für die Zukunft Bescheid wissen, was Army hier von den Nozzle einmal installiert. Und das ist eine 13,8er. Ja, das ist eine 13,8er. Also Standard Marui, oder wohl, warte mal. 13,7, 13,8 so in dem Dreh rum. Ja, 13,7 würde ich sagen. Natürlich ist Kunststoff variiert immer ein kleines bisschen. Also 13,7 mm Nozzle-Durchmesser und dementsprechend, wie vorhin schon angesprochen, eben keine 15 mm wie ein WE-System und dadurch auch die Gaseffizienz natürlich deutlich besser. Wie gesagt, weniger Innendurchmesser, der Kick oder die Gasmenge langt locker aus. Aber ihr verbraucht einfach nicht so viel Gas wie bei einer WE oder wie bei einer AW, da die Nozzle einfach vom Volumen oder vom Durchmesser ein bisschen kleiner ist. Und dann lasst uns abschließend wieder kurz über das Thema Lauf- und Hop-Up-System sprechen, jetzt auch speziell eben 1911. High Kappa TTI, also Witcher und Archer, hatte ich euch bereits einmal in dem TTI-Video bereits einmal gezeigt. Ist aber nahezu identisch, bis auf die Hop-Up-Kammer. Diese ist etwas unterschiedlich, Vergleich 1911 zu High Kappa. Also schauen wir uns mal ganz kurz an. Der Lauf habe ich euch vorhin schon mal angesprochen. Ja, Tuning-Lauf, also ganz normaler GBB-Messinglauf drin verbaut, aber das Ganze bereits 6,03 mm Innendurchmesser, also relativ eng muss man sagen und vorne sogar nicht einfach nur 90 Grad gecuttet,
sondern vorne mit einer schönen, lang gezogenen Krone bzw. langen Phase vorne drin. Und das Ding ist tipptopp, also da reißt vielleicht vom Reinigen her vielleicht ein Edelstahllauf, reißt vielleicht irgendwann mal noch raus. Ich würde das Ding die nächsten 2 Jahre drin lassen, durchrotzen, was geht. Und wenn er kaputt ist, kann man immer mal noch einen Edelstahllauf verbauen. Aber ansonsten, wie gesagt, 603er Messinglauf, Standard, passt einwandfrei, lasst das Ding drin. So, und jetzt eben die Hop-Up-Kammer. Jetzt hat man hier bei der 1911er eine spezielle 1911er Hop-Up-Kammer und diese ist eben nicht kompatibel zu High-Kappa. Bedeutet, ihr seht auch außen einmal diese Führungsflügel hier seitlich, typisch 1911 und ebenfalls vorne unten diesen Zapfen letztendlich für die Federstange bzw. für den Spring Guide einmal dran. Das hat die High-Kappa, hat das Ganze natürlich nicht. So, die Hop-Up-Kammer an sich ist auch vollkommen in Ordnung. Die Hälften passen wunderbar und passgenau zusammen. Könnt ihr hier oben schön sehen. Also wunderbar bündig, kein Versatz oder sowas drin. Passgenauigkeit tipptopp. Nur was mir jetzt bei der 1911er schon wieder ein kleines bisschen auf den Zeiger ging. Was heißt auf den Zeiger ging nicht, aber was wieder nicht ganz perfekt war. Es ist das gleiche Thema wie bei diesen R17 bei der Ripper. Da habe ich euch das auch angesprochen. Die eine Version hat vom Einstellrädchen perfekt hingehauen, also schön leichten Widerstand drauf, man konnte das wunderschön unten einstellen. Bei der anderen R17, also die Gladiator war das, die R17 Ripper, war sehr, sehr leichtgängig. Und hier ist es jetzt wieder genauso. Jetzt habe ich hier eben diese Excalibur auseinandergebastelt und hier läuft das Einstellrädchen auch wieder relativ lose oder relativ leichtgängig. Bei dieser Witcher oder bei der High-Kappa-Serie, da läuft das Einstellrädchen deutlich straffer zum Einstellen. Bedeutet, auch hier gibt es anscheinend wieder ein kleines bisschen Toleranzen. So, auch hier gleicher Trick wie bei der R17 letzte Woche. Wir nehmen auch einfach hier, sollte das der Fall sein, dass das Einstellrädchen bei euch eben auch recht loose geht oder recht leicht zum Drehen und vielleicht sich sogar verstellt, dann nehmt ihr einfach eine 01er oder eine 02er Shim, je nach Toleranz, was einfach drauf ist auf der Hop-Up-Kammer. Hier einmal einfach drauflegen und dann ist das Einstellrädchen einfach einmal drüber. In dem Fall eben auch wieder 0,2 und wenn ihr das Ganze einmal dann zusammenschraubt, dann habt ihr hier einfach auf dem Rädchen Widerstand drauf. Seht ihr? Also ich presse jetzt quasi mit aller Gewalt einmal zusammen und ihr könnt es trotzdem noch wunderbar einstellen und drehen, aber ihr habt einfach einen Widerstand drauf. Ich habe es auch vorhin schon mit einer 01er probiert, also 01er Shim, das hat nicht gelangt, also dann lief es immer noch sehr, sehr leichtgängig. Wie gesagt, solltet ihr auch so ein Modell erwischen, wo das Einstellrädchen sehr, sehr leichtgängig geht, einfach hier hinten ganz normale SAEG oder AEG Shim-Scheibe hinten drauf, 0,1 oder 0,2 mm, je nachdem, was ihr benötigt. Und wisst ihr was, ich lasse das Ding einfach direkt gleich mal drauf. So, und jetzt dann der nächste Punkt, der Tensioner ist exakt identisch zu der High-Kappa und diese sind bis jetzt alle komplett gerade. Bedeutet, jedes Modell, was ich jetzt von diesen 1911ern und auch die High-Kappas, die Witcher, die Archer, die Excalibur und Earl, diese 4 Modelle haben perfekt gehoppt. Bedeutet, der Tensioner ist perfekt ausgerichtet und schön im 90-Grad-Winkel. Also auch hier nicht irgendwie eine jetzt gehabt, die leicht verbogen war und dadurch irgendwie die Kugeln eine Abweichung hatten nach links oder nach rechts. Absolut gar nichts. Wunderbar, kerzengerade, alle 4 Modelle. Und hier vielleicht auch der eine Punkt, was ich jetzt gerade im Vergleich zu dieser R17 ein kleines bisschen schöner finde. Das seht ihr eben hier jetzt nochmal auf der Seite. Das ist die High-Kappa und die 1911er. Da hat der Tensioner einfach nochmal so eine Druckkante quasi in den Flächen drin. Und dadurch ist das Material einfach stabiler. Das hat die R17 oder diese Glock-Modelle haben das nicht gehabt, diese Druckstelle. Und dadurch war der bei der Ripper ganz leicht, vielleicht um 0,2, 0,3 mm, war der ein kleines bisschen verbogen. Und dann gab es eben ein kleines bisschen Abweichung in der Flugbahn, musste ich also ein bisschen nachbiegen. Wie gesagt, hier ist der Tensioner im Vergleich zur R17 oder eben zu den Glocks, finde ich, ist der einfach ein bisschen besser konstruiert aufgrund dieser Druckflächen im Edelstahl einmal drin. Das stabilisiert einfach das Material und kann dadurch nicht so schnell verbiegen. Also wie gesagt, hier Tensioner hervorragend und wie vorhin auch schon angesprochen am Anfang, auch hier überall bei jedem einzelnen Army Armament Knifte oder Pistole verbaut Begadi ihr eigenes GBB 5 Hopper Bucking in 50 Shore. Und ihr seht, es ist letztendlich auch so
wie aus dem SAEG-Bereich dieses Flybucking von Begadi. Bedeutet auch hier schön langgezogene Patchfläche mit einem wunderschönen Radius einmal. Wartet mal, vielleicht können wir das so mal ein bisschen reinlunzen. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr da mehr Infos braucht, könnt ihr gerne mal bei Begadi im Shop eingeben, GBB5. Da zeigen sie sogar so eine Aufschnittszeichnung, wie die Patchfläche innen drin aussieht. Und dementsprechend ist es auch hier wieder möglich, etwas schwere BBs zu verwenden. Und wie vorhin aber auch schon angesprochen, bei den ganzen High-Covers und 1911 würde ich mindestens 0,25 Gramm verwenden. Im besten Fall sogar 0,28. Also auch hier bei diesen 4 Modellen war es mir nicht möglich, wie bei der TTI eben auch, war es mir nicht möglich, 0,2 Gramm zu verwenden. Bedeutet, die bekommen aufgrund der großen Patchfläche alle einen kleinen Überhop rein, bereits in Nullstellung. Also wie gesagt, 0,25 Gramm rein, 0,28 Gramm rein, Spaß haben, fertig. Und dann funktioniert das Hop-Up-System wirklich hervorragend. Gut Leute, dann sind wir schon durch. Wie gesagt, alle Internals, alle Komponenten jetzt einfach nur mal von der 1911er gezeigt. Denn wenn ihr Infos braucht zu den High-Cuppers, schaut euch bitte gerne einmal das Video von der TTI an. Die sind exakt 1:1 baugleich, was die Innereien einmal angeht. Und dann möchte ich euch einfach in der Nahaufnahme nochmal den Punkt mit der Beschichtung zeigen, falls ihr es vorhin verpasst habt oder man es eventuell nicht richtig sehen konnte im Bild. Jetzt hier eben mal bei dieser Excalibur, diese Bronzebeschichtung am Outer. Wie vorhin schon angesprochen, hier hinten seht ihr, das Material ist noch wie neu. Also ihr habt hier kein Grat dran oder ihr habt hier keine Prellfläche irgendwie dran, sondern das Material vom Outer sieht noch tadellos aus. Aber hier seht ihr einfach, dass diese Beschichtung, dieses Bronze, das platzt da hinten ganz leicht ein bisschen ab. Und auch da vorne habe ich gerade gesehen, da vorne ist ein kleines bisschen was weggeplatzt und unten, gut, unten ist wurscht, das sieht man eh nicht, da wo halt die Federstange letztendlich läuft, da ist auch ein bisschen gerieben. Bedeutet, ja gut, da steckt eben die Federstange drin, da reibt die Feder ein bisschen, das wäre mir jetzt wurscht. Aber wie gesagt, hier scheint es wirklich qualitative Unterschiede von der Beschichtung zu geben. Wenn man sich da mal den Earl dagegen anschaut mit dem grauen Outer, da sieht man überhaupt nichts. Also das habt dann vielleicht so kleine Schleifspuren, so Druckstellen, ein kleines bisschen, minimal. Aber wie gesagt, nicht so gravierend wie jetzt hier. Und auch die High-Cuppers sehen noch tadellos aus. Wie gesagt, ja, natürlich ein kleines bisschen hier so eine minimale Druckstelle oder einfach ein bisschen schwarz oder sowas. Hier oben, und wenn da drauf schaut, wartet mal, ich stelle es mal scharf. Quasi einmal, ja, hier oben so ein ganz minimalen kleinen Kratzer drin. Aber ansonsten sieht das Ding aus wie neu. Also wie gesagt, ich werde es euch jetzt dann im Fazit nochmal kurz ansprechen. Qualität der Beschichtung am Outer weicht vermutlich je nach Farbton oder je nach Beschichtungsfarbe, weicht es leider ein kleines bisschen ab. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Review zur neuen High-Cupper sowie 1911 Serie aus dem Hause Army Armament. Und jetzt habe ich die letzten 20 oder 30 Minuten versucht, euch irgendwie ein Fazit zu filmen, wo alle ein bisschen ineinander verschachtelt sind. Also die beiden Serien ein bisschen kombiniert, das haut leider nicht ganz so gut hin. Dementsprechend trenne ich jetzt einmal das Fazit voneinander. Wir schauen uns jetzt erstmal, oder wir sprechen jetzt erst einmal über die High-Cupper-Serie, Witcher und Archer, und im Anschluss dann einmal über die 1911er-Serie, über die Excalibur und über den Earl. Trennen wir also ein bisschen, dann haben wir einen sauberen Abschluss, würde ich sagen. Also fangen wir mal an, Witcher, Archer, Pluspunkte. Natürlich, mein allererster Pluspunkt ist das Design. Und ja, das ist Geschmackssache, aber wenn ihr euch die beiden High-Cuppers mal anschaut, ist schon sehr brachial, muss man sagen. Also gerade dieser Witcher hat es mir unheimlich angetan. Sehr aggressiv vom Design her, diese Cuts hier oben drin, diese langen, einmal sehr aggressive Konturen im Verschluss drin. Hier vorne nochmal diese Aussparung am Outer. Sieht einfach abartig brutal aus, das Teil. Und dann, wer es vielleicht nicht ganz so fancy haben möchte oder ein bisschen schlichter, der kann immer noch sagen, gut, die Archer kann man nehmen, hier eben ohne Cuts, komplett geschlossenes Design am Verschluss oben, aber dennoch von den Konturen unheimlich modern. Und wenn es nach mir geht, finde ich sogar diese Witcher und die Archer nochmal deutlich schöner wie die TTI Combat Master. Aber wie gesagt, das ist Geschmackssache, je nachdem. Ich feiere einfach so dieses Moderne, dieses Kantige. Gefällt mir unheimlich gut. Dementsprechend erster Pluspunkt, Design.
Der zweite Pluspunkt gebe ich auch wieder auf das Stippling, denn nicht nur die TTI und die R17 oder Glocks haben ein handgefertigtes Stippling, sondern auch diese beiden High Kappas haben ebenfalls ein komplett handgemachtes Stippling einmal drauf. Und hier vom Design ein bisschen anders, bedeutet bei den Glocks waren es eher lauter so ganz kleine feine Punkte reingestippelt. Und hier hat man jetzt lauter Rechtecke vom Stippling und diese in unterschiedlichen Winkeln jedes Mal. Aber auch hier, wie gesagt, handgefertigtes Stippling feiere ich unheimlich. Liegt einfach super klasse in der Hand, schön rutschfest und einfach geil. Also wer keinen Bock hat, ein Stippling selber zu machen, hier bekommt man das Ganze bereits out of the box. Finde ich einfach geil, sowas feiere ich. So, dann natürlich der Pluspunkt wie bei den anderen auch, die gesamten Internals. Exakt identisch 1:1 zur High Kappa, bedeutet gesamtes Abzugssystem innen drin, komplett aus Stahl gefertigt. Polyamid-Nozzle ist drin, aus einem sehr harten und robusten Kunststoff. Es ist der 603er Innenlauf ist drin, das gute Bucking ist drin von Begadi und sogar ein CNC-Pistenhead mit Ventilation aus Aluminium ist ebenfalls nochmal drin verbaut. Bedeutet, man bekommt hier eigentlich eine voll getunte oder geupdatete Backup letztendlich. Also da, wo ihr bei anderen Herstellern nochmal nachinvestieren müsst, irgendwann vielleicht mal eine bessere Nozzle rein, mal ein besseres Bucking, vielleicht irgendwann mal einen besseren Lauf oder so. Oder vielleicht sogar das Abzugssystem komplett tauschen müsst von Zink auf Stahl, seid ihr sehr hoch oder kommt ihr sehr hoch vom Preis. Und hier bekommt ihr das Ganze einfach zum sehr attraktiven Preis, muss man sagen, bereits alles drin verbaut. Feiere ich dementsprechend hier gesamte Internals ein Pluspunkt. So, der nächste Pluspunkt auf der Liste ist einmal das Thema Hop-Up. Da komme ich dann gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber zunächst einmal, so wie die Modelle kommen, out of the box, wirklich hervorragend. Bedeutet 0,25, 0,28, 0,3er, reinstopfen, durchdrücken, funktioniert tadellos. Und gerade im Vergleich zu dieser R17, zu der Ripper, da hatte ich ja ein paar Ausreißer nach links, das musste ich beheben. Das ist jetzt hier bei der High Kappa und bei der 1911er Serie nicht der Fall. Bedeutet, hier ist der Tensioner ja ein bisschen robuster von den Winkeln her, also der verbiegt nicht so schnell. Dementsprechend auch hier keine Ausreißer. Also Hop-Up ebenfalls ein Pluspunkt. So, der nächste Pluspunkt habe ich euch gesagt, ich habe aus dem Ding stolze 110 Schuss mit einer Gasfüllung rausdrücken können. Das finde ich mehr als beeindruckend und dementsprechend auch bei der High Kappa Serie gebe ich Thema Effizienz als einen Pluspunkt. Das soll mal einer nachmachen. Also 110 Schuss aus einer High Kappa, Respekt. Das schafft, wenn es gut läuft, vielleicht noch eine Marui. Alle anderen stinken dagegen ab. Also hervorragend, geil. 110 Schuss gebe ich einen Pluspunkt, Thema Effizienz. Nächster Pluspunkt, jetzt wird es lang, auch der gesamte Lieferumfang. Und das finde ich sogar noch ein bisschen schöner wie bei der Combat Master. Bedeutet, man hat jetzt hier einfach, wenn man den Koffer aufmacht, man hat jetzt hier eben direkt gleich out of the box diesen langen oder erweiterten Verschlussfanghebel, der ist jetzt hier bereits dran verbaut und auch diese Leuchtpunktmontageplatte, um eben RMR oder ein Leuchtpunktvisier oben montieren zu können, ist bei der Witcher und bei der Archer bereits im Lieferumfang im Koffer mit drin. Das war bei der TTI nicht der Fall. Wollt ihr also bei der TTI ein Leuchtpunktvisier montieren, müsst ihr euch diese Platte oder diese Montagevorrichtung nochmal extra kaufen und auch der Hebel müsst ihr auch nochmal extra kaufen. Und hier hat man letztendlich exakt den gleichen Preis wie die Combat Master, aber diese Teile bereits enthalten. Dafür aber keine Lizenz. Muss man ein bisschen abwägen, ich finde es schön. Gesamter Lieferumfang, ihr habt alles dabei, was man braucht. Ich habe es euch am Anfang gezeigt. Adapter, Zubehör, Teile, Maintenance oder Wartungsset ist dabei. Finde ich einfach klasse. Dementsprechend gesamter Lieferumfang wieder ein Pluspunkt. Und natürlich zum Schluss das gesamte Preis-Leistungs-Verhältnis. 199 € für eine High Kappa. Mit diesem Bauteil, mit diesen Internals, mit Koffer, mit Zubehör und allem drum und dran, ist einfach Hammer. Ist richtig, richtig Hammer und sogar deutlich und sogar 30 € günstiger wie diese Glock-Modelle oder wie diese Gladiator und wie die Ripper. Also selbst wenn sie da 230 € genommen hätten, hätte ich sogar das Preis-Leistungs-Verhältnis als Pluspunkt gegeben. Hervorragend. 200 €, Hammer. Jetzt wollte ich schon sagen, beste High Kappa aktuell. Das Wort verwende ich aber nicht gern. Aber ja, Leute, wie gesagt, mir ist aktuell keine andere High Kappa bekannt, wo man für 200 € so ein Paket bekommt. Hammer, Hammer, richtig geil. So, es ist trotzdem nicht alles perfekt, das wisst ihr, ne? Ein Neutralpunkt gebe ich leider wieder auf das Thema Beschichtung am Auto. Bedeutet auch bei der High Kappa, wenn ihr einfach mal die ersten 6, 7, 8, 9 Magazine durchdrückt, werdet ihr am Auto kleinere Kratzerchen oder Macken einmal wahrnehmen. Und dann kommt es aber darauf an, macht ihr diese Schutzhülle runter, dann ja, lasst es sie drauf, scheuert halt die Schutzhülle durch.
Wie gesagt, ich kann es euch mal noch mal ganz kurz zeigen. Wenn wir hier quasi mal anschauen, die Archer, da habe ich es noch drauf gelassen. Bedeutet, out of the box habt ihr hier drüber so eine Kunststofffolie, so eine transparente, damit der Outer nicht zerkratzt. Ich finde es ein bisschen hässlich, ehrlich gesagt, und dementsprechend würde ich sie runter machen. Macht es ja aber runter, bekommt ihr eben ja, lauter so kleine Kratzer und Furchen rein nach einer Zeit oder auf Dauer gesehen. Haben zwar andere Modelle auch, würde ich aber definitiv als Neutralpunkt geben, denn hier sollte Army bei der Beschichtung noch ein bisschen nachbessern irgendwann. Wie gesagt, das ist der einzige Punkt, wo ich sage, Beschichtung Outer bekommt Kratzer, nicht ganz perfekt. So, und der letzte Punkt, den ich ebenfalls als Neutralpunkt gebe, ist leider auch wieder das Hop-Up-Einstellrädchen, denn auch das läuft sehr, sehr leichtgängig. Bedeutet hier am besten einen 0,2er Shim drunter legen, damit ihr mehr Widerstand drauf bekommt, oder einen sehr, sehr dünnen Ohrring, wenn ihr irgendwie sowas auftreiben könnt. Denn hier fand ich bei beiden Modellen, empfand ich das Einstellrädchen als zu leichtgängig. Also bei der einen fast gar kein Widerstand drauf, das lief komplett loose. Bei der anderen war ein bisschen Widerstand drauf, aber auch nicht ausreichend, muss man sagen. Dementsprechend hier ein weiterer Neutralpunkt. Hop-Up-Einstellrad läuft zu leichtgängig, muss man nochmal mit einer 0,2er Shim unterlegen, damit es ein bisschen straffer geht. Zwei kleine Punkte für mich eigentlich zu ignorieren. Wie gesagt, Rädchen, Shim drunter, dann hat sich das erledigt. Nur die Kratzer am Outer, weiß nicht. Das ist der einzige Punkt, wo ich sage, boah, da könnte man noch ein bisschen optimieren. Eine Cerakote-Beschichtung drauf. Gut, die wird es auch irgendwann durchreiben, aber sie hält länger. So, das soll es gewesen sein. Fazit einmal zur... Oh, der Hahn ist gespannt. Das sollten wir lassen. Das soll es gewesen sein. Fazit einmal zur High-Kappa-Serie. Und jetzt machen wir anschließend noch die 1911er. Das Fazit zu der 1911er-Serie ist nahezu identisch zu der High-Kappa mit ein paar kleinen Unterschieden. Bedeutet, auch hier gebe ich einen Pluspunkt definitiv auf das Design. Aber auch hier muss man sagen, 1911er kommt immer darauf an, wie man sieht. Also entweder feiert man die ganz klassischen 1911er mit Holzgriffschalen oder man feiert halt ein bisschen was Moderneres, dann braucht man aber nicht unbedingt einen 1911er. Ich finde, wie gesagt, ich finde gerade diese Excalibur, ich finde es schön, ja. Aber wer einfach ein Fan von der 1911er ist, der hat es vermutlich lieber gerne ein bisschen klassischer. Wie gesagt, sie sind schön, definitiv. Hier auch diese Excalibur mit den Cuts drin, auch hier vorne. Es sieht wunderschön und modern aus, aber wie gesagt, muss man für sich entscheiden, moderner 1911er oder klassischer 1911er. Ich persönlich bevorzuge eher etwas Klassisches, wenn es ums Thema 1911 geht. Aber dennoch, wie gesagt, sie sind schön, kann man sehen, wie man will. Ich gebe dennoch mal einen Pluspunkt auf das Thema Design. So, auch dann hat man natürlich auch hier wieder ein handgearbeitetes Stippling. Das ist sehr krass, also das Stippling. Es ist eigentlich wie ein 100er Schleif oder wie ein 80er Schleifpapier. Bedeutet hier sehr, sehr fein gestippelt im Vergleich zu der High-Kappa. Die ist ein bisschen gröber gestippelt. Hier sehr, sehr fein und fast schon ein bisschen zu fein, muss man sagen. Bedeutet, ja, es ist geil, sie liegt unheimlich rutschfest in der Hand. Aber da könnt ihr ein Patch draufkleben auf das Ding. Also das ist lauter so... Ja, sehr, sehr, wie gesagt, sehr fein einfach vom Stippling. Fühlt sich an wie ein sehr hartes Velcro letztendlich. Aber wie gesagt, auch hier handgestippelt, Handarbeit gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. Und natürlich auch die Internals habe ich euch auch gezeigt, auch identisch wie bei den anderen Modellen. Stahl, Nozzle, alles identisch. Und dementsprechend auch hier Thema Internals einen großen Pluspunkt natürlich. So, dann der nächste Pluspunkt ist auch hier natürlich der Lieferumfang, habe ich euch gezeigt. Auch hier wieder RMR-Montageplatte ist dabei. Auch hier habt ihr diesen langen Verschluss- oder Schlittenfanghebel mit drin. Ihr habt den Adapter vorne, ihr habt Ersatzteile fürs Magazindichtungen dabei. Also auch hier muss man sagen, ein wunderschöner und gut kombinierter Lieferumfang. Gebe ich ebenfalls wieder als Pluspunkt. So, und der letzte Pluspunkt bei den 1911er Modelle ist auch hier das Preis-Leistungs-Verhältnis. Noch ein kleines bisschen günstiger wie die High-Kappas. Die Excalibur 189 € und die Earl 184 oder 185 €. Also ein paar Euro günstiger. Und auch das muss man sagen, wenn ihr das einfach vergleicht mit anderen 1911ern auf dem Markt von WE, von KJW oder was auch immer ihr möchtet, finde ich, auch hier ist das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach unschlagbar. Genauso wie bei den High-Kappas. Wie gesagt, man bekommt einfach für so einen Preis nirgendwo anders so ein geil zusammengestelltes Paket mit Stahl-Internals und allem drum und dran. Bekommt man nirgends. Dementsprechend Preis-Leistungs-Verhältnis auch hier tipptopp, muss man sagen.
So, bei den 1911ern gibt es jetzt ebenfalls nochmal ein paar Punkte, die ich im Detail ansprechen möchte, die ich nicht ganz so gut finde. Und hier fällt es aber extrem auf, jetzt habe ich euch gerade schon bei der High Kappa gesagt, dass ihr im Outer nach einer Zeit so kleinere Kratzerchen reinbekommt. Das habe ich euch bei der TTI Combat Master auch schon angesprochen, oben mit der Schraube vom Korn oben, dass da oben so einen kleinen Kratzer reinbekommt. Bei der Excalibur ist mir jetzt allerdings aufgefallen, dass das Ganze vielleicht noch ein kleines bisschen gravierender ist, denn da hält irgendwie die Beschichtung am Outer, wie soll ich sagen, die hält einfach nicht so gut. Bedeutet, ihr bekommt jetzt keine Kratzer irgendwie rein, weil irgendwo eine Kante oder irgendwas schleift oder reibt, sondern wenn der Verschluss schließt, schlägt es hier hinten auf und dann platzt euch im hinteren Bereich die Beschichtung weg. Also das sind, wie gesagt, das sind keine Kratzer, sondern die Beschichtung, die platzt einfach weg. Wie so Flakes einfach. Und dann habt ihr hier hinten, genau im hintersten Bereich vom Auswurf oder vom Patronenlager, habt ihr dann so Platzer dran am Lack. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt speziell nur bei diesem Bronzeton so gravierend ist, denn zum Beispiel die Earl, die eben einen grauen Outer drin hat, die hat zwar auch da hinten so einen kleinen Schliere in der Beschichtung drin, aber da habt ihr eben diesen Platzer nicht drin in der Beschichtung. Also hier scheint es irgendwie Unterschiede oder qualitative Unterschiede je nach Beschichtung zu geben. Auf jeden Fall bei der Excalibur würde ich das Ganze vielleicht sogar als kritisch sehen. Wie gesagt, das ist richtig schön, vielleicht 2 Millimeterchen genau hinten an der Kante die Beschichtung einfach weggeplatzt oder abgeplatzt. Finde ich nicht gut, ich gebe es jetzt mal als Neutralpunkt. Denn wie gesagt, hier passt es bei Grau, da platzt, weiß ich jetzt nicht, wie sich das Ganze verhält bei den anderen Farben. Ist es gravierend, hätten wir es als Kritikpunkt geben können, da es aber beim Grauen eben nicht so schlimm ist, gebe ich es mal als Neutralpunkt. Wie gesagt, ich zeige es euch, müsst ihr entscheiden. So, und dann haben wir natürlich den nächsten Neutralpunkt, was ihr euch überlegen müsst. Habe ich euch jetzt auch schon zweimal angesprochen. Vergleich 1911er zu High Kappa. Das ist natürlich die Effizienz. Ihr habt in diesen kleinen 1911er Magazinen relativ wenig Volumen innen drin oder einfach ausgedrückt einfach einen kleinen Gastank. Und dementsprechend von der Effizienz natürlich nicht so brutal gut wie die High Kappas, die wir uns gerade angeschaut haben. Hier war es mir möglich, maximal 45 Schuss rauszudrücken, was für eine 1911er wirklich gut ist im Vergleich zu anderen Herstellern, aber natürlich in keiner Relation sitzt zu den 110 Schuss bei einer High Kappa. Also wie gesagt, überlegen, 1911er natürlich kleine Magazine, kleiner Gastank, dementsprechend die Effizienz leider nicht so gut. So, und der letzte Neutralpunkt ist identisch zu den High Kappas. Ja, die Hop-Up-Kammer ist zwar ein kleines bisschen anders bei der 1911er, aber das Einstellrädchen läuft genauso leichtgängig wie bei den High Kappas oder teilweise auch bei den Glocks. Bedeutet auch hier eigentlich nötig, meiner Meinung nach, eine 0,2er Schimmscheibe drunter zu legen und das Einstellrad, damit ihr einfach mehr Widerstand drauf bekommt. Ansonsten läuft das Ding total leichtgängig, total loose einfach. Also da muss Army auch nochmal nachlegen und vielleicht irgendwann mal, vielleicht wenn es wieder irgendwie so ein Update gibt, vielleicht irgendwie das Einstellrädchen so eine kleine Senkung reinmachen und einen kleinen O-Ring einfach dahinter legen, wie es bei manch anderen Herstellern der Fall ist. Ich meine gesehen zu haben, dass andere Hop-Up-Kammern, glaube ich, kompatibel sein sollen, Maple Leaf oder sowas mit einem Aluminium-Einstellrad, weiß ich jetzt nicht. Wenn es kompatibel ist, könnte man sich gegebenenfalls auch überlegen, mal eine Maple Leaf-Unit reinzumachen. Aber wie gesagt, einfacher ist es, eine Schimmscheibe für 1 Cent aufzubringen. Dann funktioniert das Ganze hervorragend. Also hier, wie gesagt, letzter Neutralpunkt, Hop-Up-Rädchen, genauso wie bei den High Kappas und bei den R17-Modellen. So, jetzt sind wir aber durch mit dem Thema Army Armament. Jetzt habe ich euch die wunderschönen neuen Backups alle vorgestellt, was eigentlich so nicht geplant war. Aber wie gesagt, sie sind vom Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich, ja, meine persönliche Top-GBB eigentlich. Gerade diese High Kappa, diese Witcher, hat es mir unheimlich angetan. Man bekommt einfach für 199 € eine unheimlich geile Backup, muss man sagen. Ich hatte auch kurz mit dem Gedanken gespielt, vom Weihnachtsgeld mir vielleicht so eine TTI zu holen, meine alte zu verkaufen. Das habe ich jetzt verworfen. Ich aktualisiere meine alte TTI, verkaufe meine WE und kaufe mir die Witcher dafür. Das klingt nach einem Plan. So Leute, wollt ihr noch irgendwas ergänzen? Habt ihr weitere Fragen? Ihr wisst Bescheid, jederzeit einmal Kommentarfeld nutzen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, Like, Abo und vielleicht eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Würde mich immer mega drüber freuen. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Boah, das Kind randaliert da oben. Kommt gleich die Decke runter.